Ich bin der Vegan Satanist. Und hier endet unsere Reise. Wer oder was bin ich? Eine Frage, die mir seit mehr als einem Jahr im Kopf schwirrt. Existiere ich? Wenn ja, wie und in welcher Form? Beherrscht der Dämon den Menschen oder der Mensch den Dämon? Verschmelzen diese Welten und werden dadurch unzertrennlich? Die Antworten darauf kann man nur finden, wenn man es hinterfragt. Deshalb ist zu Gast der Psychologe Manu X Breakdown, welcher nicht nur ein enger, sondern auch ein langjähriger Weggefährte ist. Empathie, Glauben, Rassismus, Missbrauch, Depression, Sexualität, Veganismus, alles Themen, die ganz egal wie unangenehm sie sind, zur Analyse meiner Katharsis besprochen werden müssen. Wir werden nicht nur erfahren, ob diese erfolgreich war, sondern auch die Wahrheit darüber, ob ich eine Maske trage oder wirklich The Vegan Satanist bin. Ich sitze jetzt hier mit dem Mann, der, ich kann schon sagen, mitschuldig ist, dass ich ein sehr tiefes Interesse für Horrorfilme habe. Weil für uns waren diese Medien ja nicht alle greifbar. Das heißt, wir mussten ja wirklich von Videothek zu Videothek reisen, um die Filme zu bekommen. Man musste einen Kumpel kennen, der einen Kumpel kennt, um einen verbotenen Film zu kommen. Und dann kam dieser Tag, wo wir in der Pause, ich weiß es noch, es war ein großer Saal, wo halt wie so eine Art Cafeteria, es gab ja keine richtige Cafeteria, aber Sitzplätze. Und da hingen natürlich die ganzen Leute rum, die entweder Metal-Musik gehört haben. Richtig. Und Horrorfilme mochten. Richtig, genau. Das war so eine Mischpoke, ne, sag ich mal so. Und das war auch sehr, sehr cool, das unter angehenden Abiturienten einfach zu haben, dass man quasi sich so vernetzen konnte und auf selbe Hobby Bock hatte, ne? Und das war einfach eine richtig schöne Sache, sich dann da auszutauschen. Und ja, da sind wir uns natürlich auch über den Weg gelaufen, haben uns kennengelernt und diese Faszination, würde ich sagen, das ist auch ein großer Teil davon mitunter, was uns dann auch so auf dem Lebensweg verbunden hat und worüber wir uns dann kennengelernt haben. Genau. Manu, interessant ist auch, dass du derjenige warst, der mich für ein Buch interessiert hat. Also ich bin durch dich auf Bücher gestoßen nachher in Horrorform. Zu dem Zeitpunkt war dieses Buch aber noch nicht erlaubt. Das war American Psycho. Das hattest du mir sofort empfohlen. Du hast gesagt, hier, Bret Easton Ellis, du musst irgendwie zusehen, dass du jemanden kriegst, der in den Buchladen geht für dich, der 18 ist und dir das besorgt. Genau. Das musst du lesen. Und das habe ich dann auch gemacht. Und das steckt bei mir noch bis heute drin. Ich würde sagen, es ist heute einer meiner Top 10 Bücher, die ich bis heute liebe. American Psycho. Sehr, sehr cool. Ja, da kann ich auf jeden Fall die Faszination nach wie vor noch sehr stark dran teilen. Ist heute, auch wenn er in seiner Ausprägung deutlich reduzierter rüberkommt, einer meiner Lieblingsfilme. Ist zwar jetzt nicht direkt ein Horrorfilm als solches, würde ich ihn jetzt nicht so skizzieren, aber es ist ein Film, der mir unglaublich Spaß macht, weil er einfach bestimmte Dinge sehr stark überspitzt und aufs Korn nimmt, aber auch sehr, sehr, sehr coole und lustige Sprüche beinhaltet, die sehr gesellschaftskritisch sind. Das ist der Punkt. Und das war ja auch bei dem Buch der Fall, dass man diese Sozialkritik an den reichen Menschen, also dass die Seiten nicht normal beschrieben wurden, sondern es wurden ja wirklich die Klamottenmarken aufgezählt, seitenweise lang, und wie teuer die sind. Völlig absurd, aber dann auch gleichzeitig seine Faszination fürs Morden und dass er dann auch Marquis de Sade gelesen hat und das unbedingt nachmachen will. Ja. Diese Kombination war einfach für mich, wo ich dachte als Jugendlicher, boah, das ist krass. Ne, weil man sieht ja wirklich so eine Kombination beider. Also man sieht ja in diesen reichen Menschen immer das Monster. Ja, genau. Und das fand ich auf jeden Fall sehr, sehr cool rübergebracht und ich wollte es auf jeden Fall empfehlen, weil einfach da so eine große Ladung quasi dahinter stand, inhaltlicher Natur, die ich irgendwie dir gerne an die Hand geben wollte und wo ich sagen wollte, Mensch, das ist etwas, das muss man einmal gelesen haben, das muss man irgendwie mal im Hinterkopf haben, um auch die Gesellschaft, finde ich, nochmal anders zu sehen. Das hat mich auch sehr geprägt, tatsächlich in gewisser Form. Ich habe ja Psychologie studiert und ich wollte immer wissen, warum Menschen so ticken, wie sie ticken. Und das war so mitunter mein Antrieb. Tatsächlich war von Jugendzeit an immer recht kritisch mit der Gesellschaft und mir fällt es bis heute auch schwer zu sagen, dass ich Menschen mag. Als Psychologe mag das auf jeden Fall ganz witzig sein oder vielleicht skurril rüberkommen, aber mein Empfinden ist einfach, dass wir Menschen in eine Welt geboren werden, die unglaublich künstlich ist, wo wir wieder bei der Verzerrtheit sind von American Psycho letztendlich und
im Prinzip jeder so ein bisschen eigentlich darunter leidet, was hier so passiert und wie Menschen unterschiedlicher Natur sich eigentlich nur wehtun und das gegenseitig aushalten müssen, was hier passiert, was wir uns gegenseitig antun. Und deswegen kann ich da mit Fug und Recht nach so vielen Jahren immer noch sagen, so mir fällt es schwer, Menschen zu mögen und deren Strukturen. Damit setze ich mich jetzt natürlich auch beruflich auseinander, versuche da Impulse zu geben, dass es manche Dinge besser laufen, dass auch Menschen, denen Schlechtes widerfahren ist, dass sie das besser aufarbeiten können, weil letzten Endes wachsen wir alle in derselben Scheiße auf, die wir verarbeiten müssen. Und ich finde es super wichtig, einfach auch an dieser Stelle auch mal zu sagen, es ist wichtig, dass wir da so ein bisschen die Scheuklappen absetzen und sagen, hey, ich muss manchmal Dinge, die ich nicht verarbeitet habe, die ich auch nie verarbeiten konnte, einfach bearbeiten, damit es mir besser geht und damit es meinem Umfeld besser geht, damit wir ein bisschen mit uns ins Reine kommen. Es ist eine Welt voller Blendung und Blender. Und ich finde, dieses Verblendetsein, das hat nie eine gute Auswirkung. Jetzt, wo du es auch gerade sagst, dass du zum Beispiel als Psychologe auch Leute therapierst oder auch mit Leuten halt deren Leidenswege durchgehst, würdest du es bestätigen, dass man sagen kann, du wirst das Problem per se auch danach nicht los, du wirst nur lernen, damit umzugehen? Absolut, da kann ich das total nur zurückgeben, was du gerade sagst, weil ich finde, das ist ein sehr, sehr wichtiger Satz. Ich habe in meinen Therapiesitzungen auch ganz oft Menschen, die starke Depressionen haben. Und das kann ich auch nachvollziehen, weil das ist eine natürliche Reaktion auf diese absolut belastende Situation, die wir erleben, die wir alle erleben in dieser Welt, dass wir daran einfach nur krank werden, weil wir es erleben. Und mein Ausspruch ist dann auch wirklich regelmäßig, es wird nie so sein, dass wir das hinkriegen, dass sie immer nur lachen, dass sie sagen, boah, ab jetzt beginnt das geile Leben. Nee, wir werden immer nur zu dem Punkt kommen, wo wir lernen, besser damit umzugehen. Das ist ja genau das, was du sagst. Wir können nur probieren, mit den Dingen, die uns belastet haben oder die uns tagtäglich belasten, anders umzugehen, eine neue Perspektive draus zu ziehen und letztendlich auch uns so ein bisschen zu entlasten, uns selber zu entlasten. Sonst entlastet uns niemand. Das ist, glaube ich, das, was dahinter stehen sollte, die Erkenntnis, dass wir an vielen Dingen leider nichts ändern können. Wir können nur unsere eigene Haltung in Teilen, aber auch unsere Verarbeitung davon ändern, um damit einfach besser klarzukommen. Genau. Wie ist deine Ansicht dazu, wenn du manchmal ich nenne es jetzt ganz blasphemisch Gefasel hörst von Kirchen oder Institutionen, die halt religiös sind, die natürlich dann auch Leuten vermitteln nach dem Motto, alles wird gut, du musst nur jemanden anbeten. Kirchen und Religionen sind darauf ausgelegt, und zwar global, also nicht nur in Deutschland, sondern wirklich auch global, eben diese Missstände, die wir alle erleben, durch eine sehr, sehr heuchlerische Form eine Art von emotionaler Erlösung zu versprechen, die sie gar nicht garantieren können. Denn sie lösen nicht die individuellen Problemlagen von uns Menschen, sondern sie bieten so recht schwammige und verzerrte Lösungen an, wo die Menschen einfach noch mehr Abhängigkeiten generieren in diesen Religionen, weil sie sich an Regeln binden, die vermeintlich dafür sorgen, dass es ihnen dann besser gehen wird, dass sie frei sind. Aber es ist oft ein schlechter Kuhhandel. Deswegen habe ich auch ein Problem mit der Religion allgemein oder diese Kritik. Ich glaube nämlich nicht, dass es mir mit meinem Problem besser geht, dass ich mich Sonntagmorgens um 10 Uhr in eine Kirche setze und am Ende noch Geld in einen Beutel schmeiße für Leute, die dann für sich ihr Wohltun oder Straftaten begehen. Da sehe ich die Lösung nicht. Absolut. Wenn man auf die Straftaten eingeht, daran erkennen wir ja als Menschen auch die Paradoxie dieser Institutionen. Auf der einen Seite suggerieren sie Hilfe, kommt her, hier ist das große Heil, und auf der anderen Seite passiert so viel ambivalenter Scheiß. Sie schaden Menschen ganz konkret in ihren Lebenswelten und auch in der Gesellschaft, weil sie an sich binden mit toxischen Versprechen. Ich finde es ganz wichtig zu betonen, dass Menschen, die merken, dass sie belastet sind, dass sie versuchen, erstmal sich selber kennenzulernen. Denn das ist eine Kompetenz, die wir in dieser Gesellschaft nie wirklich gelernt haben und auch niemand uns an der Hand genommen hat in dieser Entwicklung, uns selber kennenzulernen und selber lieben zu lernen, uns selber zu akzeptieren, wie wir sind. Das ist eine ganz, ganz wichtige Kompetenz, sich anzunehmen. Frage ist dann auch die Akzeptanz von sich selbst, dass man sich selber sagen kann, ich bin nicht perfekt und das ist auch okay. Also dass man auch andere Leute um sich herum fragt, was hat dich an mir gestört und was kann ich an mir verbessern?
Also ich finde generell, um auf die Punkte einzugehen, es ist total wichtig und es ist auch eine Form der Identitätsfindung, sein Umfeld zu befragen, was sie so über einen denkt und wie sie einen so einschätzt. Natürlich fragt man da am besten Menschen, die einen auch gut kennen und die auch wirklich dann fundierte Rückmeldungen geben können, weil wir wollen daraus ja unsere Schlüsse ziehen. Und zwar profunde Schlüsse. Deswegen ist es wichtig, durchaus mal sein Umfeld zu fragen, so, ey, was denkst du über mich? Wie findest du mich da und da oder wie siehst du mich? Weil manchmal fehlt uns einfach der Blick auf uns selbst und den können andere Menschen durchaus komplettieren. Und wichtig ist aber natürlich auch, dass wir das Bild auch zulassen können. Ich glaube, das ist auch etwas, was ganz vielen Menschen Schwierigkeiten macht, den Blick, den sie über sich selber gelernt haben, nochmal aus einer anderen Perspektive zuzulassen und zu sagen, okay, das bin ich dann ja auch. Und das ist auch okay, dass ich das auch bin. Weil letzten Endes komplettiert mich das und macht mich das zu der Persönlichkeit, die ich individuell nun mal bin. Wir alle wollen ein individualistisches Leben führen, wir wollen ein Standing hinterlassen, wir wollen vielleicht auch einzigartig sein in gewisser Form, was natürlich unter Milliarden von Menschen irgendwie ein bisschen überzogen ist in manchen gewissen Hinsichten, aber wir wollen uns einzigartig fühlen und besonders fühlen. Dazu hat der Mensch natürlich auch ein Recht, weil ich sag mal so runtergebrochen, die meisten Menschen sind ja auch ziemlich besonders und das finde ich auch wichtig, dass Menschen es merken, dass sie besonders sind und als Quintessenz damit auch einfach sensibler mit sich selber umgehen. Das, finde ich, ist so der Schlüssel dabei. Es fehlt ganz, ganz viel der Blick, der realistische Blick auf sich selbst im Bereich des Selbstwerts, der Wertschätzung, um zu wissen, hey, ich bin doch gut, wie ich bin. Ich muss mich nicht quälen, ich muss mich nicht verbiegen, ich muss mich nirgendwo zwingend anpassen, nur um Freundschaften zu kriegen, um mich zu verlieben. Ich muss mich nicht selber verzerren. Ich muss einfach sein, wie ich bin. Das ist eine ganz wichtige Botschaft, die du hier gerade vermittelst, die ich auch mit Vegan Satanist an die Menschen rausbringen möchte. Weil für mich ist zum Beispiel wichtig, dass wenn jemand sich in seinem Körper nicht wohlfühlt, wir haben die Situation in dieser ganzen Welt ganz oft, dass Leute auf das andere Geschlecht stehen. Dass Leute auf einmal meinen, sie wollen das andere Geschlecht sein, was ja ein gutes Recht ist, weil sie sich vielleicht weiblich fühlen. Oder auch Leute, wie ich in der 3. Folge dann halt meine Sexualität selbst entdeckt habe und die anerkenne. Es ist eigentlich wichtig, dass man diese ganzen Sachen nicht sich verbieten lässt, nur weil eine Institution oder Leute einen konservativen Blick drauf haben und sagen, das geht nicht. Richtig. Wenn ich da ansetzen darf, ich finde das absolut richtig, sich von Institutionen oder Haltungen frei zu machen, die uns Menschen begrenzen wollen. Deswegen gehe ich da total d'accord mit den Ausrichtungen, die du da formulierst. Wir müssen uns erlauben, wir selbst zu sein. Nur so können wir uns auch selber fühlen. Wenn ich die ganze Zeit, du kennst das vielleicht aus der Filmbranche, da wird ja auch keiner sagen, ich bin Nicolas Cage in einer bestimmten Rolle und geht dann wieder raus und sagt so, ja, ich bin wirklich Castor Troy. Ne, das wird nicht passieren. Das heißt, du nimmst deine Rolle ja nicht mit in dein Leben rein. Und so sollten wir auch als Menschen, obwohl wir Rollen spielen in verschiedensten Settings, sollten wir unserer eigenen Rolle trotzdem treu und gewiss sein. Wir müssen wissen, welchen Charakter wir hier auf der Erde spielen und das authentisch. Also, dass wir spielen, ist sozialwissenschaftlich längst erforscht. Also wir spielen immer eine Form des Theaters, weil die Gesellschaft uns dazu bringt, zu spielen. Wir können nicht einfach in den Tag einleben und man lässt uns in Ruhe. Wir werden immer mit verschiedensten Feldern konfrontiert, die uns in bestimmte Handlungsweisen bringen. Zwingen ist, glaube ich, zu hart gesagt, aber zumindest bringen und wo wir abliefern müssen. Wir sind die Rolle in Freundeskreisen, wir sind die Rolle bei unseren Eltern, wir sind in einer Rolle auf dem Job und das allein unter einen Hut zu bringen und zu gucken, wer bin ich dabei eigentlich noch und verteile ich mich hier nicht als Mensch komplett in der Umwelt, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, sich nicht zu verlieren. In diesem mittleren Alter, in dem ich jetzt bin, wenn ich dann die junge Generation sehe und ich sehe dann die ganzen bunten Haare, ich sehe dann die jungen Gothics und Co. Ich bin stolz auf diese Kinder. Auch wenn viele Leute sagen irgendwie, ich weiß nicht, warum die so rumlaufen können. Ich denke mir, doch, das ist genau die Zeit, wo sie es machen müssen. Ja, auf jeden Fall. Das finde ich total wichtig. Lebt euch aus, seid da, seid bunt, seid anti. Denn diese Welt, so wie sie ist, ich kann es nur wiederholen, ist ein hochkünstliches Konstrukt. Das heißt, nichts von diesen Regelkonstrukten, die man euch aufzwingen will, ist in Stein gemeißelt oder so gewollt oder wie auch immer. Ihr habt alle Möglichkeiten, Dinge nochmal neu zu arrangieren, die wir vielleicht selber
Laurent und ich, jetzt vielleicht in gewissen Formen sich erstmal nicht getraut haben, die anzupacken oder auch einfach emotional vielleicht nicht dazu fähig waren, das bei sich selbst zu ändern. Wir sind aber auf dem Weg und da kann ich auch nur sagen, auch ich bin auf dem Weg, auf verschiedenste Art und Weise, mich immer wieder zu gestalten und ich glaube, wir als Menschen unterliegen einfach einem lebenslangen Persönlichkeitsentwicklungsprozess und egal, wie du dich fühlst, trans, homosexuell etc. pp., es hat alles seine Berechtigung. Nur die Akzeptanz ist das große Problem. Die gesellschaftliche Akzeptanz, dass die uns immer wieder Steine in den Weg legt und uns normieren möchte. Sagen so, das ist aber falsch, so kann man doch nicht sein. Doch, kann man. Genau, ja doch, kann man. Und das ist aber, du sagtest gerade ganz gut, Angst. Es ist ja auch so, dass man vielen Sachen eine Bedeutung beigibt oder gerade Symbole sind ja etwas, was wir einer Bedeutung schenken, die dann halt Macht oder Kraft bekommt, je tiefer wir ihr die Bedeutung zuweisen. Und mir fällt das auf, dass dieses System von Angst, und das ist ja auch interessant gerade bei Satanismus, dass das ein völlig falsches Bild verteilt wurde aufgrund von Angst. Wahrscheinlich die Angst, dass Leute erfahren, dass das eigene Konstrukt zusammenfällt. Das ist ein Bild, was ich in vielen Bereichen sehe. Ich glaube, gesellschaftlich haben wir uns sehr stark einfach daran gewöhnt, dass wir von und in Angst leben. Jeder von uns. Das ist ein elementarer Baustein, glaube ich, dieses Systems, dieses globalen Systems. Menschen würden ja viel freier sein und viel freier agieren in bestimmten Teilaspekten ihres Lebens, wenn sie keine Angst mehr haben müssten. Das heißt, es ist sowohl institutionell als auch in politischen Kontexten ein Tool, ein Spiel mit der Angst zu betreiben. Oh ja, da kann ich ein Lied von singen. Ich habe damals bei der Zeitung gearbeitet als Videograf und täglich Brot war schürt Angst. Also je schlimmer der Beitrag ist, umso besser verkauft sich die Zeitung natürlich. Und gerade jetzt, wo wir den Ukraine-Russland-Konflikt haben, merkst du ja, wie die Nachrichten voll sind mit, macht Krieg, macht Krieg, macht Krieg, macht Krieg. Also gerade heute habe ich noch im einschlägigen Bildungsblatt gesehen, dass empfohlen wird, Bunker zu bauen wieder, ne, und sich Bunker einzurichten. Also es wird ganz stark aktuell auf eine Kriegslage hingewiesen oder beziehungsweise da Ängste ganz bewusst gezielt geschürt. Ich glaube schon, dass die Medien, so wie du es gerade auch sagtest, beim Zeitungen hast du das gemerkt, dass die Medien natürlich auch nur dann Aufmerksamkeit generieren können, wenn sie mit starken Gefühlen arbeiten. Und natürlich wird niemand nach einer Zeitung hinterherrennen, wenn dann die Headline ist, alles ist super heute. Ne? Also die Menschen sind irgendwie darauf gepolt, bestimmte Schlagzeilen zu konsumieren und die hochzuhalten und die auch so in ihr Leben zu lassen. Ne? Was natürlich das für Auswirkungen hat, ist eine ganz andere Frage. Also ich glaube schon, dass das Spiel, wenn wir uns darauf einlassen mit der Angst, für uns selber ganz, ganz große Nachteile bringt, weil wir uns natürlich daraus resultieren, auch selber begrenzen und auch ganz anders verhalten, als wenn wir keine Angst hätten. Da sind wir wieder beim vorherigen Punkt. Ja. Als Psychologe wirst du bestimmt darauf eine Antwort haben, aber ich habe das Gefühl, gerade durch diese Angst, die jetzt vermehrt auftaucht, auch durch Social Media. Wir bekommen ja ganz andere Einblicke. Wir werden ja täglich bombardiert mit Videos von der ganzen Welt, Sachen, die uns bedrücken, dass dieser Begriff im Englischen Overthinking, dass Leute die ganze Zeit nur noch in ihren eigenen Kopf sind, alles überdenken und hinterfragen. Ist das schlimmer geworden dadurch? Also es ist schwierig, da jetzt zu generalisieren und zu sagen, dass es vermehrt geworden ist. Aber ich glaube schon, dass es ganz viele Anhaltspunkte dafür gibt, dass Menschen durch diesen Nachrichtenflut, die stattfindet, natürlich auch viel, viel, viel stärker in diesen Verarbeitungsprozessen stecken. Sprich, diesem Overthinking, dieses ständige Durchdenken von Katastrophenszenarien, weil Katastrophen faktisch um uns herum sind. Ich glaube, es ist ganz wichtig, sich dahingegen abzuschotten und auch mal so eine Medienpause zu machen, gerade wo man merkt, gerade nehmen wir mal TikTok als Medium, weil dieses Medium uns einfach schlichtweg kognitiv überfordert. Das können wir nicht alles verarbeiten. Früher haben wir, also vor 20 Jahren, da hat man vielleicht, keine Ahnung, 2, 3 Headlines mitbekommen und hat dann das registriert, war schlimm, okay, alles gut, mal gucken, wie wir damit umgehen. Heutzutage ist es ein einziges Gescrolle und ein Rezipieren dieser schlechten News oder dieser News als solches, die natürlich auch nicht nur inhaltlich, sondern auch vor allen Dingen emotional ganz, ganz viel Unruhe in uns
produzieren. Wir kriegen das ja auch mit, diese fiktive Welt, gerade bei Rockstars zum Beispiel oder auch bei anderen Prominenten. Das war ja damals nicht der Fall. Es gab ja ein Magazin dafür. Man hat ja die Bravo geholt oder den Metal Hammer, konnte sich dadurch informieren. Und das war's. Aber wir haben keine privaten Einblicke gekriegt, in wie die leben, was die machen. Und ich finde, das ist super gefährlich heutzutage mit diesem Instagram, dass wir viel zu viel wissen von vielen Menschen. Und dadurch haben wir ja gar keine Vorbilder mehr, sondern sind mehr enttäuscht als alles andere, weil diese Menschen natürlich, wie jeder andere auch, mit Fehlern behaftet sind. Richtig. Menschen sind halt auch nur Menschen. Ne? Und auch die Stars, die wir vielleicht gerne glorifizieren wollen, das ist auch, glaube ich, nochmal ein gesondertes Thema für sich, wieso wir diesen Drang überhaupt haben, als Menschen andere Menschen so hochzuhalten. Ja, das hat sicherlich enorme Konsequenzen, das denke ich auch. Als wir in der Schulzeit waren, da war das ja so, dass du eine Band hattest. Und ich weiß noch, du warst älter als ich. Du kamst natürlich mit deinem Motocross morgens und dann hattest du deine eigene Band. Und das war etwas, wo ich immer hochgeguckt habe, wo ich gedacht habe, krass, das hätte ich auch gern. Na, aber ich konnte nichts. Ich konnte ja nicht mal Gitarre spielen, gar nichts. Daraufhin hatte ich dann Paulo kennengelernt. Vielleicht kennst du ihn auch noch. Ja, natürlich, genau. Der hat mir dann das Gitarrespielen beigebracht. Schön, cool. Ja, weil ich tatsächlich in dir immer so ein bisschen das gesehen habe, wo ich dachte, so, da möchte ich hin, das möchte ich auch. Wow, okay. Also das rührt mich gerade so ein bisschen an, muss ich auch sagen, weil ich habe mich nie so gesehen, sondern ich habe mich einfach als regulären Jugendlichen gesehen. Klar hatte ich eine Band und das hat auch Spaß gemacht und so, aber ich konnte nie abmessen, was vielleicht andere Menschen in mir sehen. Also das lag mir immer ein bisschen ferner, weil ich da eher so in meiner Welt noch sehr stark verhaftet war und mich auch im Prozess des selber Kennenlernens gerade auch befunden habe. Mit deiner Band Down to Cry hatte ich dich damals, ganz früher hieß es noch in Herford das Kick, dann war es das X irgendwann. Ja, genau. Kultladen übrigens. Und da habe ich dich gesehen, lustigerweise, weil ich an den Abend eine andere Band filmen musste. Und da war ich total begeistert davon, also weil ich ja niemanden kannte, der sowas konnte mit Schauten und irgendwas. Das ist ja etwas, wenn man das erstmal sieht und dann kennt man die Person und weiß, der klingt ja ganz anders normal, ne? Wie macht der das? Dann ist das beeindruckend. Ja. Wo war für dich der Punkt, wo du gesagt hast, ey, darauf habe ich Bock auf so eine Musik und wie bist du dazu überhaupt gekommen, sowas zu machen? Also wo hast du dir das beigebracht? War das so die Schule von selbst oder? Ich hatte in meiner Jugendzeit schon relativ früh Berührung zu Rock, sag ich mal, und Punkmusik. Das mochte ich immer gern und mir hat auch so dieses Härtere gefallen. Irgendwann habe ich tatsächlich auch dann die Entscheidung getroffen, von der Geige, die ich früher mal gespielt habe, zur Gitarre zu wechseln. Und mein Gitarrenlehrer hat mir dann einen Impuls gegeben, Mensch, hier, lass mal ein bisschen probieren, Guns N' Roses zu spielen, Slayer zu spielen, Slipknot zu spielen, Metallica zu spielen, Sepultura. Also das sind so Bands, die mein Gitarrenspiel geprägt haben. Und hat auch unglaublich viel Spaß gemacht, diese Hits zu spielen, nachzuspielen und dann irgendwie so ein bisschen in dieses Rock-Feeling zu kommen. Ja, einen besonderen Drive hat es dann gegeben, wie gesagt, mit besagter Band, weil ich zum ersten Mal als Sänger dann das Privileg hatte, mein Denken und mein Fühlen in Liedtexte zu packen. Und weil ich gemerkt habe, so waren natürlich auch Resonanzen dann, dass Menschen um mich herum, die diese Liedtexte, die ich auf Englisch damals gemacht habe, natürlich auch verstanden haben und dass darauf eine positive Resonanz kam. Und das hat mich sehr, sehr gefreut. Also der Bandname wird schon verraten, Down to Cry, also sich herablassen, um zu weinen. Wir waren jetzt keine Happy Band, sondern wir haben schon schwerwiegende Themen in unserem Lebensfeld versucht, musikalisch umzusetzen. Und ich habe einiges an persönlichen Themen einfließen lassen. Das hat unglaublich gut getan und war für mich, jetzt kommt das Stichwort, auch eine persönliche Katharsis in manchen Situationen, wo ich dann wirklich sage und mir heute manchmal noch die Lieder anhöre zu bestimmten Themenbereichen, wo ich sage, genau, das trifft's auf den Punkt, da bin ich stolz drauf, das in meinem Leben so umzusetzen und umgesetzt zu haben. Wenn ich drüber nachdenke, wir haben früher einen Film gedreht, 2 Filme haben wir so gedreht. Ja, genau. Geil, ich muss lachen, cool. Ja, kam ich erst wieder drauf, als du es neulich erwähnt hattest. Die hat das schon völlig verblendet. Das eine war mit Raphael Domanski, der wollte bei einem James-Bond-Wettbewerb gewinnen. Und da haben wir beide bei seinem James-Bond-Film mitgespielt. Richtig. In einer alten Lagerhalle, die abgerissen wurde mittlerweile. Völlig illegal. Also so wie man es überhaupt nicht macht, haben wir damals Filme gedreht. Schön. Das war eine schöne Zeit. Aber das hat Spaß gemacht. Ich wollte gerade sagen, das war einfach richtig aufregend. Ich weiß noch, wir hatten dann irgendwie so ein Drehbuch geschrieben. Hattest du dich mit ein paar Leuten hingesetzt, die Ideen schon mal gemacht, was aufskizziert, wie man das aufziehen kann. Und dann haben wir uns einfach so Tools besorgt,
ne? Entsprechende Waffen, wie auch immer, ne? Und dann, das war einfach richtig spaßig. Und das war einfach cool, in diese Lagerhalle reinzulaufen und einfach seinen Gedanken freien Lauf zu lassen und das im Kopf auch irgendwie zu leben, ne? Ja, heutzutage gar nicht mehr machbar. Drehgenehmigung, die haben Waffen dabei und. Ja, genau. War völlig normal früher. Und wir hätten, glaube ich, aber auch trotzdem, wenn die Cops gekommen wären, hätten wir Probleme bekommen. Ja, natürlich. Aber ja, ich glaube, so sind auch etliche frühere Bandvideos entstanden. Man hat einfach so Lost Places gefunden und gesucht und die genutzt und fertig war die Laube, ne? So. Ja, aber das Beste war, und das hatte ich mir dann neulich wieder angeguckt, weil ich habe oben noch die Videos davon, wir hatten einen Zombie-Film gedreht. Ja, geil. Und ich weiß noch, du hattest dann ein Auto, du warst dann, hast deinen Mobil, Führerschein ne? gemacht, dann hattest ein Auto und dann hattest du gesagt, ey, ich komme vorbei und dann drehen wir das da in diesem Parkhaus, mitten in der Stadt. Und das haben wir einfach gemacht, ne? Wir haben uns da wirklich einfach mit Blut voll gesudelt und haben dann diesen Zombie-Film gedreht. Ja. Auch hier wieder ohne Drehgenehmigung, direkt neben einer Bank. Besser geht's nicht. Herrlich. Also wenn uns irgendeine Oma gesehen hätte, die hätte bestimmt auch gedacht, so, hui, okay. Was geht hier ab? Habe ich die falschen Tabletten heute Morgen genommen? Richtig gut. Ja, aber geil. Zwanglos einfach, ne? Zwanglos. Aber sind das nicht schöne Erinnerungen, die man dann teilen kann später, wo man sagt, haben wir gemacht? Total. Also ich glaube, das ist auch etwas ganz konträr so zu Jugendlichen, die heutzutage aufwachsen, ohne jetzt so boomerig zu klingen. Ich glaube, diese Erfahrungen der freien Kreativität, die machen junge Leute heutzutage gar nicht mehr. Die haben alle, also so wie ich es wahrnehme aus meiner Perspektive, immer so den Wunsch, ja, mit YouTube werde ich Millionärin. Aber letzten Endes, was dahinter steckt, was für eine Kreativität, aber was für eine Arbeit das ist, sich zu vermarkten und was der Preis natürlich auch dafür ist, für diesen kleinen Ruhm, ist denen überhaupt gar nicht bewusst. Und ich finde das so schade eigentlich, dass gerade dieses, wir wollten damit ja nichts verdienen oder so, wir wollten einfach Spaß an der Sache haben und eine coole Szene drehen, einen coolen Film drehen. Und ja, uns ging es darum, das zu erleben, mal Teil davon zu sein, von diesem Horrorgenre, was wir so geliebt haben und lieben. Und das finde ich so schön, dass wir das noch geteilt haben, dass wir das erlebt haben, dass wir sagen können, ja, das haben wir wirklich mal durchgezogen. Wie war dein Berührungspunkt mit der Thematik des Horrorfilms? Wo fing das bei dir an? Wo startete das Interesse bei dir? Ja, also es war wirklich ein relativ interessanter Weg. Ich habe in Kindertagen, ich war noch in der Grundschule, da ging es los. Da hatte ein Klassenkollege von mir schon die damaligen Geschichten aus der Gruft, wir kennen sie alle, gesehen. Und das fand ich auf jeden Fall sehr, sehr prägend und cool, aber auch natürlich als Kind sehr überfordernd, weil es da ganz schön zur Sache ging. Also ich erinnere mich noch an eine Szene, die ich damals noch, der hat sich eingebrannt, wirklich wie so ein Werwolf da den Kopf eines Mannes da auf dem Klavier zerdepperte, wie so ein Bekloppter. Und ich dachte als Kind so, wow, okay, das ist echt krass. Ich konnte kaum hinschauen und irgendwie bin ich dann bei der Thematik geblieben, sodass mich das gereizt hat, diese Horrorfilme zu gucken und immer weiter zu schauen, was gibt's da noch so, und das hat sich so durch die Jahre gezogen. Und hast du zu Hause auch diese Akzeptanz erfahren? Also bei vielen Menschen ist es ja so, die dürfen aus dem Haushalt halt nicht okkulte, teuflische und auch dämonische oder Horrorfilme allgemein gucken. Aber ich glaube, du hattest sehr liberale Eltern, was das angeht, oder? Ja, also in dem Bereich wirklich total liberal. Die haben mir als Kind natürlich nicht erlaubt, solche Horrorfilme zu gucken. Das war dann doch durchaus noch ein Tabu. Aber in späteren Jahren, in der Jugendzeit, so ab 13, ist es dann wirklich so gewesen, dass sich mein Vater auch gesagt hat, Mensch Manu, du kannst eigentlich alles leihen, was du willst, nur keine Pornos. Genau. Und das finde ich auch eigentlich eine gute Faustregel für Jugendliche, weil zur damaligen Zeit fand ich es eigentlich auch trotzdem sehr, sehr cool, dass meine Eltern das so erlaubt haben und dass ich da weniger Probleme mit hatte und eigentlich alles gucken konnte, worauf ich so Lust hatte. Unsere Laufbahn hat sich dann ja erstmal getrennt. Ich war ja derjenige, der dann die Schule abgebrochen hat, weil man mir sagte, dort, wo wir waren, würde ich die Laufbahn als Kameramann nicht mehr machen können. Ja. Das war die Aussage. Und deswegen habe ich dann direkt in den Prüfungen nichts ausgefüllt, damit ich durchfalle. Das ist eine Taktik, es ist aber ein Scheißgefühl, weil dich dann die Lehrer angucken nach dem Motto, was ist denn los? Bist du dumm? Okay, ja, du hast durchaus Verurteilung gemerkt, oder? Ja, eine Reaktion? klar. Und da muss ich sagen, ich hatte einen sehr, sehr geilen Deutschlehrer, der ist leider schon tot. Aber der hat mich motiviert. Bei dieser Deutschklausur, die da war, und ich habe nichts ausgefüllt, also warum füllst du nichts aus? Und ich habe mir erklärt, ja, ich wechsle die Schule ab nächstes Jahr, damit ich halt meine Karriere als Kameramann nachgehen kann. Ja. Und dann hat er gesagt, Respekt, das finde ich super. Er hat dich und deine Ausrichtung, deinen Wunsch verstanden. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr großes Geschenk in diesem Moment gewesen. In dem, ne? Ja. Total. Aber dann interessiert mich jetzt zum Beispiel, weil sich ja die Wege getrennt haben. Ich hätte ja nie gedacht, dass du Psychologie studierst.
Aber da steckt ja scheinbar das Interesse, wie du eben schon sagtest, schon immer in dir drin. Und du bist einfach deiner Leidenschaft nachgegangen. Das interessiert mich mal. Wie hat es dich dahin verschlagen? Wo hast du gesagt, oh, das schaffe ich jetzt, das mache ich? Ja, fange ich mal an. Ich bin als Kind adoptiert worden, bin bei deutschen Eltern hier groß geworden. Natürlich war das auch großer Teil meiner Persönlichkeitsentwicklung und auch Identitätsfindung, mich mit mir selber immer auseinanderzusetzen. Das war ein langer Prozess, eine lange Findungsphase, auch eine schmerzvolle Findungsphase. Ich musste lernen, über die Jahre bestimmte Gefühle neu zu verorten, mich in meinem Kopf mit meinem Durcheinander zu finden, mir Ruhe zu geben. Das war ein großer Aspekt der Ruhe, der mir gefehlt hat in mir drin, den ich mir selber geben musste und den ich mir erlauben musste. Ich habe tatsächlich in meiner Jugendzeit relativ viel getrunken und es war so normal, einfach jedes Wochenende zu saufen, seine Gefühle wegzusaufen. Aber ich habe gemerkt, das tut mir nicht gut. Und ich habe auch gemerkt, um mich rum waren zum Teil Leute, die deutlich älter waren als ich. Wenn man irgendwie durch Bars gezogen ist oder so oder auf Partys war und die Eltern sind dazugekommen oder wirklich andere erwachsene Menschen. Und es ist eine ganz besondere Situation für mich gewesen, diese Leute zu sehen, die deutlich älter waren als ich und die sich so wenig unter Kontrolle hatten und ihr Leben und in der Situation einfach richtig schwierig agiert haben. In meinem Empfinden und da kam direkt der Impuls, nee Manu, so willst du nicht werden. Und ich wusste, dass ich mich gerade rücken musste auf meinem Weg und da war natürlich das Studium der Psychologie einfach eine sehr, sehr naheliegende Sache. Zum einen, weil es wirklich mein Interessensgebiet war von Anfang an, aber auch für meine persönliche Weiterentwicklung und die Einordnung von mir selbst, aber auch die Einordnung der Gesellschaft. Und das kann ich wirklich jedem wärmstens ans Herz legen, sich mal diesen Blick außerhalb zu gönnen und sich neu zu sehen, sich auch in einer Gesellschaft zu sehen. Warum fühlt man die Dinge so, wie man sie fühlt? Wieso fühlt man sich zum Teil entfremdet? Es gibt ganz viele Leute, die fühlen sich entfremdet. Es gibt ganz viele Leute, die fühlen sich einsam. Und als Mensch, so wie ich, der sowieso adoptiert war, in einem europäisch geprägten Setting aufgewachsen ist, immer anders angesehen wurde, immer das Gefühl hatte, ich hatte selbst immer das Gefühl, ich bin wird immer fremd angesehen, ich bin immer so, ich habe eine Herausforderung, ich muss immer gucken, dass ich irgendwie reinpasse und das ist eine ganz erlösende Sache zu merken, du musst gar nichts anpassen. Ne? Also ebenso schön, wie wir eben gesagt haben, wir müssen uns nicht anpassen, wir müssen uns einfach kennenlernen und akzeptieren, wer wir sind, welche Rolle wir hier sein können und wie wir mit dieser Rolle erfolgreich in unserem eigenen Leben agieren können. Und da hat die Psychologie mir ganz, ganz viele Impulse gegeben der Selbstfindung. Finde ich klasse, dass du auch den Weg gegangen bist und gesagt hast, hey, komm, ich finde mich jetzt selbst und ich möchte lernen, wie es geht. Du sagtest gerade ja auch, dass du die Erfahrung gemacht hast, dadurch, dass du adoptiert warst, dass du halt das Gefühl hattest, im Englischen würde man sagen, du hast dich wahrscheinlich wie ein Alien gefühlt in dem Augenblick. Hattest du Konfrontationen damit, dass Kinder gesagt haben, warum sehen deine Eltern nicht so aus wie du? Ja, also es gab tatsächlich diverse rassistische Erfahrungen, die ich in meiner Kindheit gemacht habe und auch mehr so auf Grundschulzeit, weil ich bin ja optisch allein schon relativ stark rausgestochen. Das war halt noch nicht in der damaligen Zeit so multikulturell, wie es heute ist. Heute ist ja relativ zum Glück sehr heterogen geprägt, das gesellschaftliche Bild. Das war früher nicht so. Ich war zum Teil der einzige farbige Junge oder Mensch in einer Klasse und du fällst halt sofort auf. Und das ist klar. Und da gab es dann natürlich relativ früh schon rassistische Äußerungen. Das ist scheiße. Also wo du es gerade sagst, es war damals wirklich hart. Diese rassistisch-normativen Gesellschaftsansichten des sich hier Anpassens und ja, dieser in die Gesellschaft Einfügens, diese Anforderungen an ausländische Menschen, die ja nicht dem Gesellschaftsbild entsprechen, nach wie vor noch ganz massiv sind. Also nicht umsonst gibt es auch im politischen Bereich, nehmen wir hier mal die CDU, eine sogenannte Leitkultur, die, wie sie ekelhafterweise formuliert wird. Das ist ja so im Prinzip nichts anderes als dieser typische Satz, an Deutschland soll die Welt genesen. Also wir überhöhen uns über alle anderen Kulturen und alle anderen Menschen und die sollen sich schön nach uns richten, denn wir haben die Weisheit mit Löffeln gefressen und wir wissen, wie das Leben zu laufen hat. Davon muss man sich auf jeden Fall frei sagen. Das ist absoluter Scheiß. Und gerade wenn man 80er, 90er groß geworden ist, das ist ja die Generation, also entweder hatte man noch die Nachkriegsgeneration, das waren die das noch erlebt haben, oder die Kinder von denen sind.
die das erlebt haben. Ja. Und da wurden ja auch viele Werte weitervermittelt. Absolut. Die wurden ja nicht abgelegt. Nur dadurch, dass dann ein Land eingenommen wurde, haben ja Leute trotzdem geheim weiter ihren Scheiß da gemacht. Ja. Ich muss da eine ganz krasse Geschichte erzählen, weil mein deutscher Opa, der hat ins Gras gebissen und da haben wir beim Entrümpeln ein Buch gefunden. Das war ein Ahnenbuch. Da war ein schwarzes Kreuz vorne drauf, was wir alle kennen. Es war rot und da war tatsächlich der Stammbaum eingetragen. Jetzt kommt das richtig Widerliche. Bei meinem Onkel und alles war alles eingetragen, weil Deutsch. Bei meinem Vater hat es dann aufgehört, weil er eine Belgierin geheiratet hat. Okay, krass. Und in diesem Ahnenbuch, man fand uns nicht, also mich und meinen Bruder nicht, meine Mutter nicht, weil wir in seinen Augen Dreck waren. Wow. Krass, ne? Das ist super krass. Mhm. Deswegen sage ich halt, also da muss man überlegen, wir sind halt mit solchen Leuten, und das war ja mein Opa, die hatten natürlich diese rassistische Einstellung. Ja. Und das ist dann etwas, was wir dann abbekommen haben. Ja, die haben natürlich auch innerhalb ihrer Familienstrukturen dann entsprechend Menschen entwertet. Genau. Sozusagen. Das ist in meinen Augen Müll. Ja, absolut. Ja, kann ich einfach nur bestätigen, genau. Und faschistische Ausrichtungen sind immer Müll. Sie verbinden uns nicht als Menschen, sondern sie stellen einfach pseudo-elitäre Variablen auf, denen sie selbst nicht genügen. Ich meine, schau dir mal die heutigen Neonazis an. Viele von denen kriegen überhaupt nichts geschissen im Leben, sind selber arbeitslos, sind nur am Saufen. Die Neonazis aus den 90ern haben sich zum Teil selber weggemacht, weil sie selber gemerkt haben, oh, es gibt ja doch noch mehr als Deutschland und irgendwie habe ich meine Rolle hier gar nicht gefunden, außer Saufen und mit Deutschlandfahne schwenken. Und das hat eben auch seine Grenzen. Ich weiß noch, dass ich den irgendwann in einer größeren Stadt hier in der Nähe war und auf einmal treffe ich dich. Und so ging das die ganzen Jahre. Verrückt. Wirklich, es ist egal wo. Ne? Dann irgendwann nochmal irgendein Konzert, dann warst du auch da mit deiner Band, dann treffen wir uns Backstage und sind uns in die Arme gerannt, wo wir gesagt haben, was machst du denn hier? Ja, geil. Also es gibt tatsächlich Leute, die begleiten dich dein Leben. Ne? Ja. Und das kannst du dir, glaube ich, gar nicht aussuchen. Ich glaube schon, dass man mit manchen Menschen einfach immer wieder zusammentrifft, weil es einfach eine gewisse Form der Zusammengehörigkeit einfach auch gibt und sich Lebenswege immer mal wieder überschneiden, das auch schön und richtig so ist, weil man sich vielleicht immer noch was zu sagen hat, sich was geben kann und sich gegenseitig nochmal neu kennenlernen kann. Das finde ich auch super wichtig und das finde ich auch bei uns sehr schön, dass wir natürlich auch jetzt nach den ganzen Jahren, nach den Jahrzehnten, muss man ja wirklich sagen, uns nochmal neu treffen, neu sehen, neu entdecken können und uns neu kennenlernen können und unsere Freundschaft immer wieder aufs Next Level bringen. Die Zuhörer und auch Fans von Vegan Satanist wissen ja, dass ich eine schwere Zeit hatte in den letzten Jahren. Es gab einen Punkt, wo wirklich bei mir alles weggebrochen ist und da kann ich wirklich dankbar sein, dass ich dich habe. Weil du dir wirklich einfach mal den ganzen Tag Zeit genommen hast und gesagt hast, wir reden jetzt. Besonders auch wegen deiner Beruflichkeit. Ne? Also das heißt, du hattest dann in deiner Freizeit keine berufliche Differenz quasi, aber hast dann trotzdem gesagt, nee, mache ich. Super gerne und ja, natürlich, weil wenn man Bezüge hat, dann löse ich die ja nicht einfach so auf. Wenn mir Menschen wichtig sind, dann ist das Teil meines freundschaftlichen Verhältnisses. Das ist das, was ich geben kann und ich bin der festen Ansicht, dass wir Menschen uns nur gegenseitig stützen können. Jeder von uns hat Stuff zu tragen und Gepäck und wir können in Freundschaften, in Beziehungen, in Ehen einfach nur versuchen, uns gegenseitig dieses Gepäck, gegenseitig etwas zu entlasten. Das fände ich schön, wenn wir dieses Bild leben würden. Das ist aber auch ein schönes Bild, was du gerade vermittelt hast. Das schätze ich halt, weil das ist etwas, was du ganz oft nicht hast. Mhm. Du hast sehr viele Menschen, die du kennst, aber du kannst nicht die Leute Freunde nennen. Ja, das ist leider so. Das stimmt. Und ich glaube, da haben du und ich auch über die Jahre viel Dynamiken erlebt. Ich habe auch natürlich Freundschaften kommen und gehen sehen. Es gab natürlich auch Menschen, die habe ich für super gute Freunde gehalten, die haben mich schwer enttäuscht. Und mit denen musste ich brechen, um mich davon frei zu machen, um so einen kleinen Clean-up zu machen, meiner Lebenswelt und mich wieder neu zu finden und auch neu Platz zu schaffen für Menschen, die wieder eine neue Relevanz für mich haben sollen, die mir gut tun, wo man sich gegenseitig gut tut. Nicht nur die für mich gut tun, sondern die, denen man auch was Gutes tun kann, denen was mitgeben kann und letztendlich denen auch zeigen kann, hey, ich bin für dich da und ich kann für dich da sein. Das ist super wichtig, dass man Leute auch zuhört. Wie viele Menschen sind Opfer zum Beispiel auch von Sexualstraftaten und man hört denen nicht zu. Die werden einfach abgestempelt, dann Motto, ja komm, du bist ja eine Frau, du wolltest das. Nee, so ist das nicht. Ja.
Ja, und da verschließt die Gesellschaft massiv die Augen vor solchen Dynamiken, die sehr offensichtlich sind, sei es Gewalt in der Familie oder sei es sexuelle Übergriffe. Ich glaube, das wird oft bagatellisiert von Menschen, denen es entweder an Empathie mangelt, weil eigentlich ist das doch das Ausrufezeichen, was man setzen kann, um zu sagen, hey, ich brauche hier Hilfe, bitte, Leute, irgendwer, ne? Hört mir zumindest zu, hört euch meine Sicht der Dinge an und meine Erfahrungen. Aber das passiert in ganz vielen Fällen nicht. Da greift dieser Egozentrismus. Jeder kümmert sich mittlerweile ganz stark um sich selbst. Die Lebenswelten, die Blickwinkel schrumpfen stark zusammen und dieser Mangel an Empathie zeigt sich natürlich auch ganz, ganz stark in diesen sozialen Aspekten. Dass man einfach den anderen gar nicht mehr richtig sehen will, sondern einfach nur ein Bild von dem haben möchte, ja, was einfach ist und was man schnell in eine Schublade packen kann, aber dann reicht's auch. Wir haben eine Gesellschaft mit einer Doppelmoral. Das heißt, wir sagen, nein, Mord und Gewalt geht gar nicht, aber gleichzeitig ist es okay, wenn wir das Küken von nebenan schlachten und betrachten das Leben nicht als Leben, sondern als Nahrungsmittel. Und das finde ich immer sehr krass, dass man da einfach so einen Cut macht und sagt, naja, das ist ja kein Leben. Dann denke ich mir, doch, es hat Augen, es atmet, es guckt dich an, es reagiert, es hat Gefühle, es will kuscheln. Wie ist da dein Bezug zu? Weil ich weiß ja, dass du auch jemand bist, der bewusst kein Fleisch konsumiert. Genau, also ich lebe ja jetzt fast seit 20 Jahren straight edge und ein großer Teilbereich davon ist natürlich auch kein Fleisch zu essen, zu konsumieren. Bei mir gab es einen ganz, ganz entscheidenden Moment. Ich habe auf dem Sofa gesessen, hatte wirklich de facto einen Schnitzel auf dem Teller und mein damaliger Hund kam dann zu mir und hat sich streicheln lassen und ich dachte in dem Moment so, irgendwas passt hier nicht. Ich esse einen Schnitzel und streichel meinen Hund. Das passt nicht zusammen. Und nachher habe ich rausgefunden, auch diese Begrifflichkeit der kognitiven Dissonanz, also dass man diese Trennung im Kopf überhaupt macht und in seinen Handlungen die einen Tiere zu streicheln und die anderen Tiere zu quälen und zu konsumieren und sie zu industrialisieren, das konnte ich nicht mehr mittragen. Und deswegen bin ich auch da zum Vegetarismus gekommen, habe auch eine Zeit lang mal vegan gelebt und kann da diese Empathie mit diesen Wesen absolut, ja, möchte ich einfach immer hochhalten, weil sie sind Teile unserer Welt, sie sind ehrlich, das ist ein ehrliches Gefühl, was dir entgegenkommt und ich mag behaupten, ehrlicher als manche Menschen es ausdrücken können. Und deswegen finde ich es total gut, wenn wir lernen, sensibel mit unserer Umwelt, mit unseren Mittieren umzugehen. Und möchte gerne dazu immer wieder appellieren, Tiere als Individuen zu schätzen und zu schützen. Ich mag das gar nicht, wenn ich diesen Satz höre, und das höre ich von sehr vielen Menschen, die dann differenzieren, die dann sagen, ja, wir Menschen und die Tiere, weil wir sind auch Tiere, wir sind gar keine Differenz. Also wir sind ja auch nur Lebewesen auf diesem Planeten oder eine Lebensform. Ja. Was unterscheidet mich denn jetzt von einem Affen groß? Ja, und da kann ich ja auch aus fachlicher Sicht zustimmen. Wir Menschen sind sozialisierte Tiere. Also durch regelgeleitete Systeme in unseren Handlungsspektren begrenzt. Wir suchen uns Nischen, um bestimmte Dinge auszuüben, um Gewalt auszuüben, um mit unseren Gefühlen umzugehen, auch mit unseren Bedürfnissen umzugehen. Aber das, was wir, und da kommen wir wieder zu diesem Theaterspiel, das, was die Gesellschaft von uns verlangt, ist in einem bestimmten normativen Rahmen, genormten Rahmen zu performen. Also du hast vollkommen recht, wir sind eigentlich, wenn man das runterbrechen würde und keine Gesetzesmäßigkeiten auf der Welt existieren würden, würden Menschen auch nur töten und vögeln. Also das ist de facto so. Also es gab diverse Versuche dazu, wo man rechtsfreie Räume geschaffen hat, und zwar unter anderem auch Kunstprojekte und so, die das thematisiert haben und wo, ja, wie man so schön sagt, ganz normale Menschen, dieser Begriff ist für mich auch komplett absurd, weil niemand ist normal. Es gibt keine Normalität. Ganz normale Menschen, die größten Schweinereien sich erlaubt haben und zu ganz, ganz ekligen Taten fähig waren, weil sie meinten, es ist ein rechtsfreier Raum. Die hatten die Chance, die Verantwortung für ihr Handeln abzugeben, weil offiziell gesagt wurde, so, in dieser Zeit dürft ihr alles machen, was ihr wollt. Ihr habt keine Konsequenzen zu befürchten. Und dann machen Menschen alles, was sie wollen. Und das ist eine sehr, sehr, sehr bedenkliche Geschichte. Und da muss man sich natürlich auch fragen, gerade in Bezug auf den Satanismus, der sich für mich als sehr interessant herauskristallisiert, weil er, glaube ich, den Menschen als am ehrlichsten definiert. Also es kommt denen am nächsten, was man als moralische Werte für sich selbst als Mensch wirklich definieren kann. Ja, ich finde, es ist gravierend schlecht, was für ein Zerrbild auch wir Menschen von uns selber
geschaffen haben. Es wird immer gesagt, das ist ja unmenschlich. Oder jegliche Form von positiver Handlungsweise wird gleich als menschlich einsortiert. Und das ist ja, alles andere ist irgendwie schwierig zu greifen. Dann ist man gleich ein Tier oder ein Monster. Menschen sind nicht rein gut und auch nicht rein böse. Es gibt immer ganz starke Ambivalenzen und auch aus meiner Arbeit heraus kann ich dir sagen, jede Form von Verhalten hat immer eine Gegenseite. Es gibt kleine Exkurs, es gibt ganz viele Menschen, die haben so Formen von Ordnungszwängen oder bestimmte Regelstrukturen, die sich selber gegeben haben oder zum Teil übernommen haben aus den Familienkonstrukten, wo ganz viel Ordnung herrscht. Ne? Da werden zum Teil die Socken sortiert oder was ich was. Ne? Und wo viel Ordnung ist, ist auf der anderen Seite immer viel Chaos. Es gibt da auf anderen Bereichen Dinge, wo sie keine Kraft mehr dafür haben, so viel Ordnung zu halten. Das kostet natürlich auch enorm Kraft. Sich ein Selbstbild zu schaffen, was eigentlich gar nicht der reinen, kompletten Natur entspricht. Das heißt, wir sind immer voll von verschiedenen Ausprägungen. Und da ist es ein wichtiger Aspekt, das auch als menschlich darzustellen. Wir Menschen sind vieles, nur nicht perfekt. Und da kommen wir auf einen ganz, ganz wichtigen Satz, finde ich, Thema Religion. Das ist mein Lieblingssatz, wenn ich gegen Religion feuer. Es wird gesagt, der Mensch ist ein Ebenbild Gottes. Der Mensch sei ein Ebenbild Gottes, so möchte ich es formulieren. Und da sage ich, ja, wenn der Mensch ein Ebenbild Gottes sein sollte, dann ist dieser Gott absolut fehlerhaft. Und dann ist dieser Gott keiner, den wir anbeten sollten. Denn er hat sich selber in seiner Fehlerhaftigkeit einfach nur reproduziert. Und wir Menschen sind absolut ein Virus für diese Erde. In sämtlichen Ausprägungen, auf sämtlichen Ebenen. Und an uns ist es, weil wir denken können, weil wir fühlen können, weil wir Mitgefühl entwickeln könnten, ist es eher an uns unserer Fehlerhaftigkeit klar zu werden und uns nicht gegenseitig und die Natur zu zerstören und diese Welt kaputt zu machen. Aber genau das ist das, was passiert. Das wird immer für Krieg, Spannung und Ärger sorgen. Und das fängt ja halt sehr niedrigschwellig schon an. Ja. Wo fängt das denn an mit Kontrolle? Im Elternhäusern. Ganz viel wird reproduziert, da lernen Kinder schon, aha, es gibt Machtverhältnisse, ich kann mich über bestimmte Dinge nicht hinwegsetzen oder sie so gestalten, wie ich das gerne möchte, weil der Erziehungsstil zum Teil sehr brachial ist oder strafend und man als Kind dann schon eine Form der Machtlosigkeit spürt, weil man nun mal einfach de facto bestimmten Entscheidungen ausgeliefert ist. Das mag in recht niedrigschwelligen Bereichen so sein, aber ist manchmal natürlich auch in sehr dramatischen Bereichen. Man ist ausgeliefert. Und wenn du keine nährende Umwelt hast, die dich als Individuum stärken möchte und dir zeigen möchte, hey, du hast ein Recht zu existieren. Auch deine Ansichten zählen für uns. Wir hören dir zu. Wir wollen dich kennenlernen. Dann bist du dazu verdammt, quasi dieses Bild weiter aufrechtzuerhalten, was seit Jahrtausenden bestimmt schon immer diese Menschheit immer wieder aufs Neue kaputt macht. Ich kenne Leute, die sind in Familienverhältnissen groß geworden, wo Gewalt eine große Rolle gespielt hat. Ja. Jetzt würde ja jeder sagen, okay, diese Funktion würdest du an deine Kinder ja weiterreichen, weil du kennst es ja nicht anders aus dem Elternhaus. Und tatsächlich ist es bei diesen Leuten aber so, dass sie das nicht weitergeben, weil die gelernt haben oder Liebe erfahren haben durch gute Lehrer oder Leute, die auf die aufgepasst haben und denen halt wahre Gefühle und Reaktionen vermittelt haben. Wenn du das nicht hast und angenommen, du erfährst zu Hause Gewalt und du verlierst immer gegen deinen Vater, der dich mit dem Gürtel schlägt, und du schlägst aber jemand anderes in der Schule krankenhausreif, dann hast du ja das Gefühl, dass du jetzt die Übermacht hast. Und das kann ja genau das vermitteln, dass er sich jetzt gut fühlt, wenn er andere verdrescht. Wir kennen alle noch dieses Video von Slipknot, Left Behind. Da wird das ja thematisiert. Das ist quasi so dieses Tradieren von Gewalt und Machtmechanismen. In dem Beispiel, man merkt, man ist im familiären Kontext zum Beispiel unterlegen, muss sich Dinge gefallen lassen. Dann suchen wir uns als Ventil jemanden Schwächeren, bei dem sie es auch machen können und reproduzieren dann die Gewalt, weil sie auch sozusagen diesen Druck und dieses Empfinden auch einmal ausleben wollen. Wie du sagst, es ist nicht in Stein gemeißelt, dass man es reproduziert. Das finde ich auch ganz wichtig einmal zu sagen. Es gibt wirklich viele Fälle, die gemerkt haben, okay, ich habe Gewalt erfahren in meiner Herkunftsfamilie. Das möchte ich auf gar keinen Fall irgendwem anders antun. Mein Kind schlage ich nicht oder mein Kind tue ich das nicht an. Es gibt aber auch leider viele Menschen, die in Stresssituationen natürlich nur auf die gelernten, tief verankerten Mechanismen zurückgreifen können, der starken Impulsivität. Wenn du einen Elternteil hast, ich
möchte jetzt nicht Vater oder Mutter sagen, aber einen Elternteil hast, was sehr impulsiv ist, was unberechenbar ist, was sogenannte Double-Bind-Botschaften losschickt. Double-Bind heißt, du schickst eine Information raus und das Gegenüber weiß ganz genau, derjenige meint das gar nicht so. Es gibt narzisstische Mütter, deren Verhältnis zum Kind ist klar, das Kind hat Angst, weiß, dass es nicht wirklich rein geliebt wird. Und wenn die Eltern Besuch haben, sitzt dann die Person im Wohnzimmer und sagt, Mensch, ach, komm mal her, meine Kleine, komm in meine Arme. Und beim Kind kommt an, verpiss dich, komm bloß nicht her. Ne, das ist diese doppelt gebundene Botschaft. Und das ist quasi Grundstein schon dafür, dass wir als Menschen lernen, unsere Gefühle zu hinterfragen, unsere Wahrnehmung zu hinterfragen und uns komplett unsicher zu sein in sozialen Kontexten. Und das ist ein Grundstein, den wir bearbeiten müssen, was wir klarkriegen müssen. Jeder von uns muss seine Familie hinterfragen. Das ist ja durchaus ein elementares, wichtiges Ding in der Zeit unserer Entwicklung, um uns davon zu distanzieren, um abzuwägen, was war gut für mich in meiner Prägung und welche Elemente lasse ich besser da, wo sie waren, versuche ich von mir wegzuschieben. Das gehört nicht mehr zu mir, das war mal Teil von mir, aber das muss nicht Teil weiter von mir sein. Ich muss diesen Schmerz nicht weiter bei mir lassen. Ich habe ihn erfahren, aber er muss woanders bleiben. Ich lasse es nicht zu, dass der mich kaputt macht. Und das ist ein ganz, ganz großer Lernschritt, wo man auch tatsächlich von außen manchmal Anleitungen braucht, um diese Wege zu gehen. Wir werfen sehr schnell mit Wörtern um uns wie Gaslighting und Co. Aber tatsächlich sind diese Mechanismen halt da. Und wenn man die erfährt, muss man, wie du schon sagtest, gucken, dass man aus denen ganz schnell ausbricht. Auf jeden Fall, weil es toxische Mechanismen sind. Ich glaube mittlerweile, wir haben, und da möchte ich dich stützen, argumentativ, wir haben natürlich jetzt die Wörter für das, was falsch läuft in manchen Kontexten oder Beziehungen. Aber ich glaube, nicht allen Menschen sind die Bedeutungen so hundertprozentig gewiss. Und sie werden manchmal auch inflationär einfach gebraucht. Es ist nicht gleich eine toxische Beziehung, wenn mein Freund, meine Freundin, mein Partner, meine Partnerin heute Abend keine Zeit für mich hat. Dann ist es nicht toxisch, sondern dann ist es einfach nur Individualismus und eine Abklärungssache in der Beziehung. Und auch so Triggerwarnungen finde ich mittlerweile auch irgendwie werden inflationär gebraucht. Man erlebt es auch gerade auf der Podcast-Ebene. Ich glaube, Triggerwarnungen sind das neue FSK 18. Man weiß, dass man davon Profit schlagen kann. Man generiert Aufmerksamkeit. Aber was wirklich Trigger sind und wo wir wirklich warnen sollten, weil es ein Thema ist, wo es wirklich Menschen physisch und kognitiv nochmal wieder zurück ins Trauma bringt, das ist eine ganz andere Sache. Das ist eine ganz krassere Ebene und wo du Menschen retraumatisierst. Da sind wirklich Triggerwarnungen angebracht. Bei allem anderen ist das wirklich, und das möchte ich aus meiner Warte wirklich auch sagen, ist das einfach unwissenschaftlicher Scheiß, der da abgesondert wird. Aber wie ist denn deine Ansicht aus einer Expertise zu dem Thema Horrorfilm? Weil das wird ja auch immer wieder falsch ausgelegt. Also ich glaube, da muss ich relativ differenziert auch antworten. Ich hatte mal vor einer Zeit einen sehr, sehr guten Ansatz gesehen eines Filmes. Da wurde so ein bisschen hinterfragt, so die Hintergründe, warum Menschen Horrorfilme gucken. Leider ist der Film nicht sonderlich tiefgreifend. Er bearbeitet eher so oberflächlich das Thema und versucht dem auf die Spur zu kommen, was aber grundsätzlich gut ist. Also trotzdem würde ich so als Einstieg diesen Film jedem Menschen anraten. Ich persönlich sehe Horrorfilme als Entertainment an, bis zu einem gewissen Grad. Sie waren immer geprägt, du kennst das noch von früher, so diese Zombies oder Vampire. Es waren ja immer Kunstfiguren. Es ging ja nicht darum, dass man irgendwie Gewalt gegen Menschen propagiert oder so. Das war ja gar nicht Fundament dieser Filme, sondern es ging immer darum, emotionale Grenzerfahrungen vielleicht zu machen und die auch ganz cool zu finden und sich zu unterhalten. Das war auch etwas, womit man gut socialisen konnte, so seine eigene Bubble hatte. Deswegen finde ich das eher als soziales Bindeglied sehr schön, Horrorfilme mit dem Blickwinkel zu sehen, weil der Mensch hat sich schon immer an Formen von Gewalt entertainen lassen mit diesen Strukturen. Wir nehmen das alte Rom, wo im Kolosseum irgendwelche Gladiatorenkämpfe stattgefunden haben, wo irgendwelche Löwen dann Leute zerrissen haben und dann haben die Bevölkerung da auch drumherum gesessen und gejubelt und also ich glaube, Horrorfilme erfüllen natürlich in gewisser Form einen voyeuristischen Zweck, aber auch einen Zweck, der
des emotionalen Grenzgangs, den wir ganz bewusst eingehen und der Spannung erzeugt. Und wir Menschen wollen manchmal gespannt sein und das ist cool und es ist schön, dass es sowas gibt. Ich beschäftige mich ja jetzt seit Jahrzehnten mit Horror. Ich lebe das ja wirklich sprichwörtlich. Ja. Bei mir ist immer das Interessante, man kann anhand der Genre und der Jahrzehnte immer sehen, was in der sozialen Welt, in der Politik oder in der Wirtschaft, was verarbeitet wurde in diesen Horrorfilmen. Du kannst tatsächlich anhand der Filme und des Jahrgangs sehen, das und das ist zeitlich passiert. Und wir werden jetzt in den nächsten Jahren, die Horrorfilme, die jetzt kommen, werden alle zum Beispiel eine Antwort auf die Corona-Krise sein. Weil wir dann gelernt haben, isoliert zu leben. Also du siehst Horror auch in Teilen als Instrument der Gesellschaftskritik. Absolut. Richtig Absolut. Cool. Schön. Das ist cool, mal herauszuarbeiten und herauszustellen. So habe ich es persönlich auch noch gar nicht so gesehen, aber ich gebe dir recht, vollkommen. Also ich denke gerade so an eine Staffel von American Horror Story, wo diese Trump-Wahl doch auch thematisiert worden ist. Genau, Kult. Den Clowns, ne? Kult, genau, richtig gut. Also ja, absolut, gebe ich dir recht. Da gibt es bestimmt noch 1000 andere Beispiele. Ja, also wenn du guckst, die expressionistischen Horrorfilme, zum Beispiel Der Mann, der lacht, direkt am Anfang, zum Beginn, hängen Leute am Pfahl, das ist eine Antwort auf den Ersten Weltkrieg. Das ist eine Verarbeitung. Wir wissen ja alle, dass Expressionismus auch eine Verarbeitung der Kunstform ist durch den Ersten Weltkrieg. Dann hast du Außerirdische. Da war die Gefahr vor der Atombombe. Der Kalte Krieg begann, die Leute hatten Angst davor. Godzilla ist ja eine japanische Antwort auf die Atombombe. Und deswegen, das ist so interessant. Texas Chainsaw Massacre war eine Antwort auf den Vietnamkrieg. Und so wird sich das immer weiterführen. Und Hostel zum Beispiel war eine Antwort auch auf den Irakkrieg mit den Foltern in Guantanamo. Das sind alles Sachen, die halt Mechanismen, die da reinspielen, die du dann filmisch natürlich als Kritik wahrnehmen kannst. Ja. Und deswegen finde ich Horror super wichtig. Horror als Film, als Genre, ein elementares gesellschaftliches Ding. So kann man es einfach sehen. Und es wird ja auch einfach immer als Nische abgetan. Und das ist so schade letztendlich daran, weil es würde ja quasi einer Gesellschaft auch einfach mal den Spiegel vorhalten, welche Dinge die Gesellschaft einfach nicht gerne sieht. Und es ist ja sprichwörtlich ja wirklich ein Horror, ein gesellschaftlicher Horror, der einem da vorgeführt wird, den man nur entsprechend interpretieren muss. Ja, und das ist halt das, was bei mir persönlich das Interesse, ich glaube, das ist aber auch ich glaube, der Begriff klingt jetzt falsch und doof, aber ein intellektuelles Interesse steckt ein bisschen dahinter. Cool. Und da kommen wir wieder zu dem, was ich am Anfang sagte. Das Interesse wurde ja auch geweckt durch American Psycho zum Beispiel, durch Bret Easton Ellis. Schön, genau, sehr, sehr cool. Also was ich an American Psycho so gern habe, ist wirklich so dieses Spiel mit dem gesellschaftlichen Strukturen, die da abgebildet werden und diesen Manipulationsmechanismen, die da einfach laufen, weil du merkst einfach, ab einer gewissen gesellschaftlichen Stellung kannst du machen, was du willst. Und es hinterfragt keiner, was du da tust und wie du es tust oder warum du es tust. Du kannst einfach frei drehen. Das zeigt ja, was für eine Gesellschaft wir, wenn wir das hochhalten werden, ja, was natürlich auch jüngst gerade die Wahlen zeigen in den USA, aber dass wir Menschen, nur weil sie vermeintlich elitär sind, erlauben, eigentlich komplett frei zu drehen. Und uns unsere Gesellschaft damit auch natürlich sehr, sehr stark beeinflussen, weil sie an Machtinstrumenten sitzen und weil sie bestimmte Dinge über den Kopf der Gesellschaft entscheiden können und trotzdem Profit davon schlagen. Du siehst ja Trump, ein Sexualstraftäter. Richtig. Und noch so viele andere, die auch in seinem Kabinett da sitzen, die einfach nach vorne kommen. Da passiert ja nichts. Keine Strafe, kein Justiz kann denen was anhaben, die kommen einfach weiter. Das ist ja ein schreckliches Bild, was auf alle geworfen wird, weil das signalisiert uns ja, ist ja egal, was wir machen, wir kommen weiter. Genau, und das ist so ein ganz kurioses Bild, was man eigentlich schwerlich nur nächsten Generationen oder auch nur, wenn man jetzt kleine Kinder erlebt, vermitteln kann, warum das so ist. Es gibt ja einfach gar keine Basis mehr, um das zu legitimieren, was da stattfindet. Medien werden dich immer manipulieren. Also egal, welche Sendung du siehst, ist es geskriptet. Nur die Nachrichten halt nicht, wenn jemand interviewt wird, weil den kannst du ja schlecht skripten, wenn der gerade einen Autounfall hatte oder Co. Aber alle Shows, die du siehst, alle Reality-Shows, die wir mal in Anführungsstrichen machen müssen, da steckt ein Drehbuch hinter und ein Konzept hinter. Ja. Und das finde ich leider, als ich das selber rausgefunden habe, weil ich selber in dieser Branche gearbeitet habe, ich glaube, das war so ein richtiger Schlag in die Magengrube, zu wissen, ich belüge hier Menschen und verdiene damit Geld. Boah, das ist wirklich bitter. Also Chapeau, dass du dich da auch rausgegeben hast. Also ich glaube, das ist ja so der Gipfel so der
Nicht-Authentizität, die man da liefert und auch verbreitet wieder. Worüber wir ja auch noch sprechen wollten, das war uns beiden ja ganz wichtig, ist ja diese Faszination True Crime. Ja, genau. Weil das ja wirklich ein Bild ist, was ja vermehrt falsch signalisiert wird. Ich erlebe ganz, ganz viele True Crime-Formate als relativ schwach, muss ich ehrlich gesagt sagen. Und sie dichten sich eine Form der Berichterstattung ein, der sie gar nicht gerecht werden. Also ich habe in einem relativ bekannten True Crime Format gelesen und beziehungsweise auch gehört, weil sie so ihr Intro beginnt, sie würden die Fälle, die sie skizzieren, die sie eigentlich nur rezitieren in ihrem Bereich, sozial und psychologisch einordnen. Und da fehlen mir einfach die Worte, weil ganz viele True Crime Podcasts, inklusive besagter, wird von JournalistInnen betrieben, die überhaupt gar keine Ahnung haben von sozialwissenschaftlichen oder psychologischen Dingen und somit auch eine wirklich fundierte Einordnung gar nicht passieren kann. Und auch nicht passiert de facto. Also wir erleben True Crime Podcasts, die sehr, sehr stark vom Aufbauschen dieser Fälle leben und eigentlich nur vom puren Nacherzählen bestimmter Begebenheiten und dann nochmal, oh ja, das ist aber wirklich hart. Mir fehlt da so ein bisschen die Hintergrundlage, um das wirklich mehr zu greifen, um nicht nur einfach so Natural Born Killers mäßig das so abzustempeln, so ey geil, schon wieder ein Mord, dann können wir nächste Woche einen Podcast erzählen. Ne? Also mehr ist es nicht, es ist so oberflächlich. Und dass Menschen damit mittlerweile Geld verdienen, finde ich absolut verwerflich, weil es ja passierte Gewalt, es passierte Morde sind und daran, finde ich, sollte sich niemand bereichern. Das ist ja schon schlimm genug. Es ist vielleicht wichtig, die in irgendeiner Weise nochmal sozial zu diskutieren, aber genau dieser Diskurs, was erfolgt denn daraus? Wie können wir als Gesellschaft denn mit solchen Situationen umgehen? Der erfolgt gar nicht. Das heißt, es wird einfach nur ein Plenum aufgemacht, wo man nochmal eine Situation abfeiert, beziehungsweise berichtet, sie aufbauscht, sie überemotionalisiert und dann verpufft es auch schon wieder. Und das ist mir einfach zu dünne. Also ich bin ganz großer Liebhaber von Hörbüchern. Ich höre nach wie vor die 3 Fragezeichen. Ich liebe sie seit meiner Kindheit. Aber natürlich auch Sherlock Holmes oder so. Und da haben wir natürlich auch ähnlich gelagerte Fälle. Und manchmal denke ich mir auch einfach so, boah Leute, keine Ahnung, macht doch einfach einen Sherlock Holmes-Fall draus. Also das hat im Endeffekt genauso viel Nährwert. Ich finde es sogar interessanter zu hören, nicht den Fall des Serienkillers. Wir wissen ja, was in der Tat passiert ist. Man kennt ja die meisten Fälle. Wir müssen jetzt nicht nochmal durchgehen, wie ist genau der Tathergang gewesen. Genau. Was ich interessant finde, das war ja auch in dieser Serie Mindhunters eigentlich das Vorzeigeding, zu analysieren, wie kam es dazu? Also was ging in den Kopf des Serienkillers vor? Wie ist er groß geworden? Das wäre die psychologische Analyse. Genau, also das ist auch wirklich ein zauberhaftes Beispiel von einer tollen Serie, die ich liebe. Also Mindhunters, das ist ganz, ganz großartig und genau das, was du rausgestellt hast, das ist so wichtig, dass wir dahinter gucken, wieso ist es zu diesen Situationen gekommen, warum hat dieser Mensch so getickt und das können viele Podcast-Formate einfach natürlich aufgrund ihrer fachlichen Nichtfundiertheit natürlich überhaupt gar nicht leisten. Und das ist dann wirklich die Frage, okay, was tue ich hier eigentlich gerade? Dieses Wissen, dieses Grundwissen, das ist eigentlich das, was es für mich ausmacht und interessant macht. Und ich glaube, dass, wo du gerade Serienkiller sagtest, dass natürlich wir als Gesellschaft immer enorm fasziniert davon waren, wie Psychopathen oder Soziopathen ticken. Auch ich kann mich da einer gewissen Faszination in diesem Bereich gar nicht entziehen, weil auch wir im Horrorbereich feiern ja bestimmte Szenarien, Horrorfilme mit Serienkillern natürlich ab, weil sie darauf basieren, weil die Story darauf basiert. Ich glaube, die Faszination an Psychopathen und Soziopathen liegt darin, weil diese Menschen, die so strukturiert sind, die sind nicht... In seltenen Fällen ist das eine Prägung. Es ist tatsächlich multiple geprägt. Ist es die Faszination, die Leute denken grundsätzlich anders. Die Leute haben ganz andere Ausrichtungen, kennen zum Teil überhaupt gar kein Sozialleben. Ein richtiger Psychopath wird keine Freundeskreise haben, wird keine Freundschaften pflegen. Dem ist das scheißegal. Ein Soziopath sorgt sich allein um sich.
und ein Psychopath. Ein Soziopath kann noch in Teilen funktionieren im gesellschaftlichen Bereich, es bricht aber in anderen Bereichen absolut ein und ein Psychopath, so wie wir ihn in Filmen oder in diesen Podcast-Darstellungen oft erleben, diese Strukturen, die sind im klinischen Sektor, und ich habe vor Psychopathen gesessen, sind das sehr, sehr, sehr interessante Menschen, weil sie kognitiv und emotional uns überhaupt nicht gleich sind. Also wie ein komplettes fremdes Wesen. Es ist wirklich ein fremdes Konstrukt tatsächlich. Ja, und es ist ganz, ganz schwer, da mit diesen Menschen zu arbeiten. Und da gehe ich wirklich auch, es gibt so einen schönen Film über John Wayne Gacy, diesen Serienmörder, ne? Und wie ein Journalist versucht, Kontakt zu ihm aufzunehmen. Und so ist es tatsächlich faktisch im klinischen Bereich auch. Wenn du mit diesen Menschen arbeitest, du beeinflusst oftmals nicht die, sondern die dich. Die haben in Sekundenschnelle gelernt, das ist auch bei anderen Krankheitsbildern sehr ähnlich, zu checken, wer da vor ihnen sitzt, welche Schwächen sie auftun können, mit welchen Schwächen sie dich manipulieren können, dich unter Druck setzen können. Und du musst ein sehr, sehr, sehr gefestigter Mensch sein und vor allen Dingen auch fachliches Know-how haben, um mit diesen Menschen in irgendeiner Form umgehen zu können. Das machen die nicht kaputt. Liegt es auch daran, dass die wissen, ähnlich wie man das aus der Tierwelt her kennt, dass die wissen, dass du vielleicht Angst hast? Dass die das sofort übernehmen und sagen, die riechen Angst. Also es vielleicht mag jetzt ein bisschen verblümt klingen, aber das sind Raubtiere. Ja. Muss man ganz klar so sagen. Also wenn wir jetzt in diesem Wording bleiben wollen, ist ein bisschen überspitzt, aber haben tatsächlich so die Ausrichtung. Ich konnte diesen Vergleich auch nur gerade bringen, da ich ja selber damals mit zum Beispiel auch Motorradclubs zu tun hatte, die man ja kennt, wo ja auch sehr viele sehr kriminell sind. Ja. Und da ist es ja auch so, dass die höheren Ränge, beziehungsweise die Leute, die wirklich Kacke am Dampfen haben, da trifft dieses Wort Psychopath manchmal sogar zu, weil die nicht umsonst da sind, wo die sind. Ne? Und die wissen, wenn du Angst hast. Auf jeden und die Fall. nutzen das. Die nutzen das. Und es gibt natürlich auch in diesem Bereich sehr erfolgreiche Psychopathen, die nicht nur in Motorradclubs sehr hochkommen, sondern eben auch in gesellschaftlichen Strukturen, in Managerpositionen sitzen, in religiösen Institutionen sehr weit oben sitzen, Dinge koordinieren, für Dinge eingesetzt werden, wo man bewusst weniger Gefühle für haben braucht. Zum Beispiel, wenn man in den Industriesektor schaut, wer entlässt mehrere hundert Leute? Wenn eine Firma oder Firmensektor pleite geht, dann nimmt man solche Leute, die das nicht groß anpackt. Als regulär gepolter Mensch machst du sowas nicht lange. Da siehst du dann, keine Ahnung, das ist normal, dass du Empathie hast und dass sie sich irgendwie zeigt. Aber als soziopathisch oder psychopathisch organisierter Mensch bist du da einfach eher gefeit gegen Mitgefühl. Könnte eine Firma eigentlich jemanden beauftragen und sagen, such mir einen Mitarbeiter raus, wo du wirklich weißt, er ist Soziopath, damit ich ihn höher einstellen kann? Das wäre jetzt sehr gewagt, aber ich glaube schon, dass Firmen in ihren Screenings für manche Jobs durchaus mit diesem Psychopathie-Index, den es ja wirklich gibt, es gibt ja so Testverfahren, wo du Psychopathie mit testest, da ganz, ganz ähnliche Variablen bedienen für ihre Stellen. Das ist mega interessant. Eben ein klares Ja an dieser Stelle, ja. Wir haben zum Beispiel jetzt die Menendez-Brüder. Das ist ein alter Fall aus den 80ern, die ihre Eltern auf bestialische Weise umgebracht haben. Ich muss ja nicht weiter darauf eingehen, wie sie es gemacht haben. Stellt euch einfach vor, es war bestialisch. Die beiden haben in der Presse gesagt, es wäre die Mafia gewesen, und sie haben über eine Woche in demselben Haus weiter gewohnt, das Geld der Eltern ausgegeben und sogar deren reichen und teuren Klamotten getragen. Und so getan, als ob nichts gewesen wäre. Danach wurden sie überführt. Und dann hat man festgestellt, sie sind es gewesen. Jetzt kommt eine Serie von dem Macher von American Horror Story, die auf Netflix läuft und die dann die beiden in eine Position stellt, wo jetzt ein gewisses Mitleid erregt wird, weil die wären ja in ihrer Kindheit und Jugend sexuell genötigt worden von dem Vater. Jetzt haben alle Menschen Mitleid und verlangen, dass die rauskommen, weil sie diese Serie geguckt haben. Eine Serie, die ja nicht repräsentativ für die Realität ist, sondern auf einer fiktiven Basis auch basiert. Da der Produzent, ich kann ihn auch beim Namen nennen, Ryan Murphy, gerne seine sexuellen Vorlieben, er ist nämlich homosexuell und ist auch einer von den Kink-Menschen, deswegen ist es in jeder Staffel American Horror Story drin, das auch hier eingebaut hat, was nicht auf einer Faktenlage basiert. Okay, kritisch. Sehr kritisch. Und daraufhin haben jetzt ganz viele junge Leute bei TikTok und Instagram
die verlangen, dass die Menendez-Brüder freikommen. Und jetzt ist dann jemand wie Trump an der Macht, der sagt, ja, darüber lässt sich reden. Natürlich der richtige Ansprechpartner dafür, weil er ja selbst von den Medien scheinbar alles glaubt, was ihm vorgesetzt wird. Ist auch ein Täter. Ja, auch wenn das vorgefallen ist mit dem Vater, wenn dies vorgefallen sein sollte, was man nicht nachweisen kann jetzt, es ist einfach nur Hörensagen, dann rechtfertigt das aber keinen bestialischen Mord. Auf jeden Fall. Das ist nach wie vor eine Straftat und als solche sie zu behandeln und auch justiziabel damit umzugehen, genauso wie es jetzt eben passiert ist. Und ich finde, Strafmilderung ist da einfach ein falsch verstandenes Mitleid. Besonders, wie eingangs schon erwähnte, sie haben eine Woche weitergelebt und getan, als ob nichts gewesen wäre. Du musst ja erstmal drauf sein, ne? Das wollte ich gerade sagen. Ich glaube nicht, dass die das abgeschafft haben, nur weil die im Gefängnis saßen. Ich glaube, das ist eine Störung, die hast du im Kopf. Weil wer sagt denn, dass sie es nicht nochmal machen? Die würden ja trotzdem dann so weiterleben, als ob nichts gewesen wäre. Naja, klar. Und da sehe ich halt auch diese Verantwortung von diesem True Crime. Dann wird es irgendwann zu einer Romantisierung. Absolut. Das kann durchaus passieren in diesem True Crime Sektor, dass einem vielleicht auch der Täter mal so sympathisch ist, dass man einfach, dass manche die Perspektive so unreflektiert übernehmen und dann eben falsch verstandene Solidarität an den Tag legen. Und das ist natürlich gefährlich für eine Gesellschaft, wenn wir anfangen, klare Straftäter zu entkriminalisieren oder sie von ihrer Verantwortung, die sie ja in dieser Situation gehabt hätten, freizusprechen und zu sagen, so, ach komm, ja, wenn das gewesen ist, dann ist ja nicht so schlimm. Ja, also es ist ein bestialischer Mord bleibt ein bestialischer Mord, eine Vergewaltigung bleibt eine Vergewaltigung und eine Gesellschaft muss damit entsprechend umgehen, um den Rest der Gesellschaft zu schützen. Ich finde es halt schade, dass jemand wie Ryan Murphy sich zu sowas hinziehen lässt. Sind wir mal ehrlich, die ganzen American Horror Story Geschichten, die sind ja gut. Ja, auf jeden Fall. Und deswegen finde ich das so schade, wenn eben etwas so gut ist, was ich eben schon sagte, mit diesem intellektuellen Ansatz auf einmal gebrochen wird und dann sowas entsteht nach dem Motto, jetzt machen wir hier einen Hype und das ist okay. Ich glaube, da ist, wie du es gerade rausstellst, ist ja wirklich, kristallisiert sich raus, dass die Sensibilität für die Themen, die man da anbringt und das wie man das transportiert, noch gar nicht in letzter Konsequenz so gut bedacht wird von aktuellen Podcasts oder Verbreitern dieses True Crimes Sektors. Und dass da einfach, glaube ich, nochmal ganz genau drauf geschaut werden muss, welche Bilder erzeugen wir hier in einer Gesellschaft mit unseren Worten. Genauso wie ich darauf hier auch bedacht bin, nicht irgendeinen Scheiß zu reden, sondern ich hoffe, da auch möglichst bedacht meine Worte zu wählen, damit die HörerInnen auch was daraus mitnehmen können. Es soll sie informieren, es soll nicht eine Falschinfo sein. Auch etwas, was sich ja durch diese Medienlandschaft, 30-Sekunden-Videos, alles schön und gut, aber ein 30-Sekunden-Video wird mir nicht erklären können, was Sache ist. Und auf dieser niedrigschwelligen Informationsbasis leben Menschen gerade. Total. Dass sie Nachrichten häppchenweise beziehen, weil sie einfach aufgrund dieses Gewöhnungseffekts, den wir in Teilen gesellschaftlich unterlegen sind, gerade Kinder, die jetzt aufwachsen und Jugendliche, gar keine komplexeren Botschaften und Informationen mehr verarbeiten können. Das ist das Dramatische. Das Gehirn hat diese Form der Verarbeitung einfach gar nicht mehr drin. Und so schnell ist ja noch nicht 3 Generationen her, aber so schnell geht das halt, dass die kognitive Verarbeitung einfach dann retardiert. Das hat man mal bei Affen getestet, wie deren kognitive Leistungsfähigkeit sich durch den Gebrauch von Social Media verändert hat. Also da hat man iPads genutzt und verschiedene Farben, glaube ich, blinken lassen. Und da hat sich relativ schnell herausgestellt, dass das einen erheblichen Effekt auf die Gehirnentwicklung hat. Und wie gesagt, bei Kindern, die schon mit 3 Jahren oder 4 Jahren ein iPad in die Hand gedrückt kriegen, weil die Eltern auch ihre Ruhe wollen und weil die Gesellschaft ja angeblich so einen Druck ausübt, wird das brutale Effekte mit sich bringen. Ich merke das schon auch da im Bekanntenkreis, wenn ich Menschen kennenlerne, die sofort sagen, sorry, ich habe aber auch ADHS. Und dann frage ich grundsätzlich, hast du das, man kann es ja nicht wirklich 100% beweisen, aber hast du das mal untersuchen lassen, dass wirklich ein Fachkraft oder ein Arzt dir nachgewiesen hat, du könntest ADHS haben? Dann sagen die, nein, das habe ich nicht. Aber die Art und Weise, ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Dann denke ich immer, ja, du kannst dich nicht konzentrieren, weil du nur Sachen konsumierst, die schnell sind. Schön, genau. Erlerntes, fehlerhaftes Denkverhalten. Ja, gibt es einen Begriff für. Ja, auf jeden Fall. Das ist wirklich schlimm, dass es momentan so schnell argumentiert wird mit
auch da wieder unwissenschaftlichen, unfachlichen Begriffen, dass die genutzt werden, um sozusagen die eigenen Inkompetenzen zu kaschieren und das eigentlich gar nicht richtig zu fassen. Weil nicht jeder Mensch hat gleich ADHS, der sich nicht gut konzentrieren kann. Das ist der Punkt. Es gibt ja auch viele Punkte, warum man sich vielleicht nicht ganz gut konzentrieren kann. Und das ist eine Phase, die nachher wieder weggeht, weil die Problematiken woanders stecken. Eine Freundin von mir hat mir einen Film empfohlen und jetzt kein Witz, sie sagte, guck dir diesen Film mal an, musst du mal aufteilen über mehrere Abende, am besten über 5, der geht 120 Minuten. Und den auf 5 Abende? Ja, das habe ich ja. Warum? Das hab ich auch jetzt stutzig wieder jetzt, ja? Da habe ich gedacht, so, das ist doch ein normaler Film. Oder wolltest du sagen, dass ich 5 solche Filme an einem Abend gucke? Weil das kann ich. Das ist normal. Wir wollen jeden Abend. Aber das war schon verrückt. Und sie meinte, nee, tatsächlich, bei ihr ist es so, sie kann nicht länger als 15 Minuten das gucken und dann hört das schon auf. Und sie konnte mir den Film aber auch nicht wiedergeben. Ja, das ist wirklich dramatisch, weil uns geht da so viel verloren. Ne? Gerade was du eben auch angebracht hast mit dem Genre Horror, was der eigentlich gesellschaftlich aufarbeitet, das Genre Horror einfach aufarbeitet und was das eigentlich für Futter für uns sein könnte oder auch einfach aus Entertainment-Gründen. Du kannst ja gar keine Storyline mehr erzählen, wenn die Leute 10 Minuten Aufmerksamkeitsspanne haben. Dann brauchen wir keine Filme mehr drehen. Ja, aber auch so spannende Sachen werden nicht mehr hinterfragt. Zum Beispiel, kurzer Fun-Fact für Horrorfans, die wir hier machen können. Das Originalposter von Nightmare on Elm Street. Wir sehen, das Mädchen Nancy liegt auf dem Bett. Oben ist diese Krallenhand, die oben runterkommt. Und oben in der rechten Ecke sehen wir einen Schlangenkopf. Schon mal drauf geachtet? Nein. Da ist ein Schlangen-Freddy Krüger. Jetzt kommt die Frage, warum? Der kommt doch im Film gar nicht vor. Das ist eine berechtigte Frage. Und ich finde, Leute, die das fragen, das ist super. Ja. Dann müsste der Ansatz sein, frag doch mal bitte den Künstler, warum er das gemacht hat. Und das haben jetzt welche gemacht, überleg mal, nach 40 Jahren kamen Leute auf die Idee, das zu fragen. Und zeitgleich zu Nightmare on Elm Street kam der Film raus, Dreamscape mit Dennis Quaid. Und in diesem Film kommt ein Schlangenmensch vor. Und damals war die Informationspolitik, das ist so ein Albtraumfilm, ich glaube, das ist der mit der Schlange. Das haben wir einfach so dem Künstler weitergegeben. Wow, okay. Und das hat er eingebaut. Basierend, weil er nicht wusste, ist das Dreamscape, ist das Freddy Krüger, die oben wissen es auch nicht, ist egal, der Film ist ja noch nicht gedreht, machen wir jetzt einfach. Okay, eigentlich hat der Künstler überhaupt nichts falsch gemacht. Nein, gar nicht. Aber es ist mega interessant, dass das bis heute drin ist und keiner hinterfragt das. Und das ist ja das, was ich meine, dass man einfach mal, und das ist auch, was ich mit Vegan Satanist betreibe, hinterfragen. Ja. Einfach mal, warum ist das so? Also dieses Willi will's wissen. Muss ich das glauben, dass ein Pentagramm ein böses Zeichen ist? Oder wo kommt das her? Warum hat eine Kirche in Hannover dieses Pentagramm an der Seite, wenn es doch für Satan steht? Und dann stellst du fest, nein, tut's nicht. Das ist Blödsinn. Es sollte den Teufel fernhalten. Dafür war es da. Genauso, und das ist ja das, was ich immer anprangere an der Religion, an der christlichen Religion, dass Sachen verschoben werden. Sokrates, ein berühmter Philosoph, wurde von einer Frau unterrichtet. Mittlerweile wissen wir diese Geschichte von der Frau nicht mehr. Das wurde eigentlich ganz schnell weggemacht, weil Frauen sind ja nicht wichtig in der Geschichte. Das wissen wir ja von der Kirche. Frauen ist ja das Böse. Ja, genau. Kann man ja auch gleich Teufel eigentlich an die Stirn schreiben. Und tatsächlich findet man aber die Aufzeichnung von Sokrates, wo er sagt, ich hatte eine Lehrerin. Das ist sehr, sehr, sehr prägend, gerade weil Frauen ja gesellschaftlich durch ganz viele misogyne Strukturen, die einfach sich kultiviert haben hier, eigentlich die Aufgabe, das ist immer auch das, was ich meinen Klienten und Klientinnen immer erzähle, es ist so krass, dass ich mit euch darüber reden muss, dass Frauen gleichwertig sind wie Männer. Warum? Weil diese Gesellschaft euch anerzogen hat, Frauen müssen eigentlich nur schön sein. Und hinterm Herd. Einfach ruhig sein, keine Probleme machen. Die Männer dürfen laut sein und dass das absolut ein total krankes, verzogenes Bild des Menschen reproduziert und auch nur gestalten kann und ein gewaltvolles auch noch, weil es eine Machtstruktur beinhaltet, finde ich, ist immer zu bekämpfen. Und das finde ich gut, dass du da diese Position eben auch einnimmst und sagst so, global gesehen auch in der Menschheitsgeschichte hat es ganz viel Verzerrungen gegeben in Bezug auf die Weiblichkeit und vor allen Dingen auch die Einflüsse von Weiblichkeit auf unsere Geschichte, auch auf unsere Menschen, die wir hier angeblich bewundern, so wie Philosophen Sokrates, den wir ja hochhalten, zumindest die ihn noch kennen. Und wo wir sagen, das ist so ein Zeichen von Weisheit, aber dass die Weisheit auch seine Lehrerin hatte, das wird dann verschwiegen. Und ich glaube schon, dass ganz, ganz viel Potenzial gesellschaftlich gesehen in der Weiblichkeit liegt, dass wir die Weiblichkeit aus komplett falschen Gründen verdrängt haben aus dieser Welt und darin ein großer Schlüssel liegt, um diese Welt hier zu verändern.
das ist einer der wichtigsten Schritte, die wir gehen müssen. Dass wir halt wirklich diesen Kampf gegen Misogynie angehen. Ist egal, wie oft man mir jetzt Feminist am Kopf schmeißt. Ich bin einer, ich stehe dazu. Und das ist wichtig. Es ist einfach super wichtig. Absolut. Weil das eine Sache ist, die unsere Welt verändern kann. Stehe ich auch voll zu und wie gesagt, ich bin gerne Feminist. Ich versuche mich darin, Feminist zu sein, muss ich auch immer wieder sagen, weil auch wir sind natürlich mit patriarchalen Mustern aufgewachsen. Auch wir sind hier und da mal an patriarchalen Strukturen selber, die wir bedient haben, schuldig geworden. Das muss man natürlich auch mit bedenken und mit einbeziehen. Aber wir versuchen immer natürlich uns da rauszuarbeiten aus diesen Prägungen und uns zu solidarisieren. Weil im Prinzip ist es ja komplett absurd, die Hälfte der Weltbevölkerung und unsere Schwestern so leiden zu lassen. Denn sie sind unsere Schwestern, unsere Mütter, unsere Omas, unsere Mitmenschen. Und da fängt es schon an, das gesellschaftliche Zusammenleben, an dem wir arbeiten sollten. Nämlich diese Mitmenschen zu respektieren und ihnen die Schutzräume wiederzugeben, die ihnen zustehen. Ja, das sehe ich genauso. Und es ist halt wichtig, immer wieder darüber aufzuklären, ne, dass es auch wichtige weibliche Figuren in der Geschichte gab. Marie Curie. Ohne sie hätten wir die Röntgenbilder nicht. Genau. Ne? Also so viele Sachen, die wichtig sind, wo ich sage, die sind nicht nur für mich wichtig, die sind für alle wichtig. Ja. Und durchs Studium weiß ich tatsächlich auch sehr, sehr zu schätzen, diese Sicht auf sich selbst. Also es hat auch, kleiner Exkurs nochmal, mit der Persönlichkeitsentwicklung, die ich erlebt habe, zu tun. In meiner Jugendzeit war es ganz, ganz stark noch geprägt, ja, als Mann machst du Fußball und Bier trinken und alles drum und dran. Und ich konnte mich nie mit diesem heteronormativen Weltbild richtig identifizieren. Ich habe gemerkt, ich will das gar nicht sein. Ich will das gar nicht abbilden, in irgendeiner Form so stumpf zu sein. Also wenn man das so formuliert, heute klingt es ja fast wie karikiert, aber es ist einfach eine super stumpfe Sicht, die man da hinter einer vermeintlichen Männlichkeit versteckt oder damit eben auch glorifiziert. Und ich finde es wichtig, dass wir uns als Menschen begegnen und uns nicht, und das versuche ich auch immer wieder, wenn ich auf Menschen treffe, nicht zu sagen, das ist ja ein Mann, dann muss der wohl so sein. Oder das ist eine Frau, dann muss die ja so sein. Das ist ja absurd, weil gerade durch meine Arbeit oder auch jeder andere, der jetzt auch zuhört, wird allein dadurch, dass er auf Menschen trifft, ja immer merken, wir können doch nicht generalisieren. Wir lernen jeden Menschen einzeln kennen und jeder Mensch hat so seine Ausprägungen, sage ich mal so. Und wir können deswegen nicht sagen, ja, Frauen sind so und Männer sind so. Das ist einfach viel zu verkürzt gedacht und viel zu einfach und viel zu dumm. Und damit können wir uns gegenseitig nicht gerecht werden. Ich bin ein großer Freund davon und das bringe ich ja auch mal an, mich geschlechtlich gar nicht zwingend zu verorten. Ich sage ganz oft immer Menschen so, ja, ich stehe doch nicht morgens auf und sage, boah, heute bin ich mal super männlich. Nee. Ich weiß, dass ich nach außen hin als männlich identifiziert würde, aber ich lege da keinen Wert drauf, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ich fühle mich wohl, so wie ich bin. Bei mir wäre jetzt zum Beispiel nicht das Thema, dass ich sage, ich verorte mich jetzt irgendwie geschlechtlich anders oder so, aber ich brauche für meine Identität nicht das Mannsein als solches. Mir reicht einfach, als Mensch gesehen zu werden. Und so versuche ich es auch immer wieder bei anderen Menschen auch, die als Mensch wahrzunehmen und sie nicht in Rollenbilder zu stecken. Und das finde ich super wichtig, weil nur so können wir ehrlich miteinander umgehen und keinen Menschen bedrängen, etwas zu sein, auch da wieder, was er vielleicht gar nicht ist. Wenn ich drüber nachdenke, gleiche Beispiel wie du in der Jugend, da fühlte ich mich sehr oft nicht zugehörig, weil ich nicht Fußball mag. Also ich mag keinen Fußball, genau wie du. Ich nicht mit den Sportjungs danach ein Bier trinken war und ich zum Beispiel ganz komisch angeguckt wurde, weil ich mit dem weiblichen Geschlecht besser zurechtkam als mit Jungs. Ja. Zum Beispiel, weil ich mich einfach da wohler fühlte oder einfach besser mit denen umgehen konnte. Ja. Weil da war man einfach offen, was Gefühle angeht. Also, richtig, absolut. Selbst wenn du geweint hast, war es okay. Du konntest das zeigen. Und ich kenne ganz viele Leute, die zu mir damals schon gesagt haben, weil ich mich sehr viel für, das weiß ich ja selber auch mit dem Zombie-Film, genau. Ich habe mich immer interessiert für Make-up und wie man das macht und Schminken und Co. Genau. Und da war immer sofort, warum weißt du, wie man schminkt? Das ist doch Mädchensache. Wo ich mir denke, nee, das ist völlig absurd. Absolut, und das finde ich auch schön und
du bist ja auch jemand, der manchmal die Fingernägel auch schwarz schminkt und so. Und das ist ja auch etwas, was tatsächlich in den letzten Jahren ganz, ganz viel Präsenz nochmal einen Raum gekriegt hat. Du verlierst deine Männlichkeit, damit ja nicht nur, weil du dir gerade die Fingernägel färbst oder weil du dir irgendwie was aufträgst. Du bist ja trotzdem noch derselbe Mensch und dass sich dann da nichts verzerrt. Und das kann ich diesen Struggle, den du da selber in Teilen sicherlich auch gemerkt hast, auch vorstellen, dass da die Außenwelt wieder regulieren wollte. Also, das macht man doch nicht. Oder wieso machst du das denn so? Das ist ja, das kann ich gar nicht einordnen. Das macht man doch nicht als Kerl. Ich bin ein Mensch, du kannst mit mir jederzeit über Gefühle reden, weil ich finde es einfach super wichtig und interessant. Was treibt dich gerade um? Wie geht's dir eigentlich? Hinter dieser Floskel, die wir gesellschaftlich haben, steckt ja eigentlich sehr viel. Aber es ist kein wahres Interesse dahinter. Und das ist das Problem. Wie geht's dir eigentlich wirklich? Ist da eine gute Frage, die wir reproduzieren könnten und sagen, Mensch, ich meine es jetzt wirklich ernst. Erzähl mir doch einfach mal, wie war es eigentlich bei dir? Wie geht's dir zurzeit? Mach mir Gedanken oder wie auch immer. Ne? Ich bin wirklich an dir interessiert als Mensch. Und das hilft ja auch der anderen Person zu verstehen, was gerade passiert. Genau. Dadurch kommt ja eine Reflexion, die ja sonst nicht kommt. Richtig, genau. Und ich habe auf jeden Fall auch den Eindruck, dass ganz, ganz viele Menschen an Einsamkeit leiden und sich auch unverstanden fühlen und auch unregistriert als Mensch, weil sie sich nicht mitteilen können, weil es keine Bereiche gibt, wo man über sein Leben, seine Gefühle, seine Entwicklung sprechen kann, weil wir mittlerweile sehr, sehr zugespitzt erleben, dass wir Kunstwelten vor uns hertragen. So glücklich ist mein Leben, zeig mir mal deins. Ne? Genau, also und so muss das sein. Das genau. ist wie damals diese Werbung mit diesem mein Schiff, mein Haus, mein Auto. Ne? Ja, aber genau so ist es. Genial, so ist es. Ne? Ich habe das Gefühl auch, was man ja in einer berühmten Serie bei Netflix gesehen hat, dass man irgendwann nicht mehr mit Geld bezahlt, sondern nur mit Likes. Ja. Das ist nicht mehr weit entfernt. Ja. Ich wollte eine bekannte Band interviewen, habe angefragt und die erste Frage, die vom Management zurückkam, war, wie viele Likes hast du? Okay, krass. Dass ich für eine Presse oder dass ich für eine große Filmfirma gearbeitet habe, das interessierte nicht. Wow. Es war wirklich, wie viele Likes hast du. Krass, dass man daran deine Relevanz sozusagen festmacht und sich da entweder Türen öffnen oder verschlossen bleiben. Ne? Ja. Das ist ja absolut verrückt. Völlig bekloppt. Und dann sollte ich dir mein Social-Media-Profil zeigen. Ich habe gesagt, es ist gar nicht für Social Media. Ich mache das für die Filmfirma hier. Ich wollte ein Interview halt für die Blu-ray. Ja, aber zeig uns dein Social Media. Da habe ich den Vegan Satanist gezeigt. Und dann hieß, ja, aber du hast ja nur 300 Follower. Ich so dachte, ja, das ist nicht repräsentativ. Wenn ich eine Blu-ray in Mediamarkt reinschmeiße, kann die 1500 Leute in Deutschland gucken das mit zig anderen. Das heißt, das Ding wird reproduziert, es wird ans Fernsehen verkauft. Ja. Das gucken Millionen. Ja. Das ist aber keine Zahl, die ich irgendwo im Internet festhalten kann. Genau. Aber trotzdem ist es präsent. Das ist halt das, was ich so absurd finde. Ja. Dieser Drang, etwas zu verifizieren seitens der Industrie, gar nicht auf realistischen Ebenen fußt, sondern diese auch gar nicht fassen kann. Das soziale Leben lässt sich nicht in der Form festhalten. Nee, und es arbeiten ja Leute in so Führungspositionen, die jünger als wir sind. Also die wirklich mit TikTok und YouTube groß geworden sind. Und die sehen das als Referenz. Mhm. Ja, aber das ist auch das, was sie begrenzt in ihrer Wahrnehmung. Das ist das, was sie begrenzt, aber das ist das, was uns zum Beispiel Probleme macht. Ja, weil natürlich. wir sind ja diese Hybrid-Generation. Mhm. Wir wissen ja, wie es ist, offline zu sein und wir wissen, wie es ist, online zu sein. Offline war eine schöne Zeit. Offline ist eine Zeit, die ich wirklich vermisse. Ja, also ich hatte das Gefühl, man hat mehr Zeit für sich selbst gehabt. Ja. Und es war schöner. Sachen waren besonders. Ja. Ich finde, Sachen sind heute nicht mehr besonders. Das klingt total absurd, jetzt klinge ich halt auch wieder wie so, der Alte wieder. Nee, aber wenn ich auf Spotify hören kann, was ich will, wann ich will, wie ich will, dann ist das eine coole Sache und eine schöne Sache. Ja. Aber jetzt stellt euch mal vor, ihr kriegt damals von einem Kollegen gesagt, ey, das Master of Puppets Album ist schon richtig geil. Und dann fragst du, hast du das? Nee, ich habe es beim Kollegen gehört, der hat ein Tape. Und dann musstest du dich auf die Suche begeben und das Ding finden. Fett. Okay. Und das war fett. Und entweder war es Glück oder es war Pech. Das kann beides sein. Aber es war ein Abenteuer hinter dem Ding. Ja. Verstehst du? Ja. Und dieses Abenteuer zu erleben, das hast du nicht mehr. Richtig, weil wir einfach allgemeine Verfügbarkeit haben. Genau. Die Leute erleben nichts mehr. Die konsumieren. Ich habe auch das Gefühl, dass es Leuten ganz, ganz schwer fällt, bestimmte Momente ihres Lebens konkret zu genießen und konkret einfach zu erfahren, in dem Moment zu sein, im Hier und Jetzt zu sein. Ganz viele Leute sind einfach immer entweder ganz stark in der Vergangenheit oder 3 Wochen voraus oder schon 2 Jahre voraus. Die sind oftmals nie im Hier und Jetzt und halten das aus oder geschweige können sie es genießen.
Und ich finde es so wichtig, im Hier und Jetzt zu sein, weil da findet das Leben statt. Wie viele Leute machen eigentlich von allen Sachen Fotos mit ihrem Handy? Wir konnten das nicht. Wir hatten damals eine Fotokamera, die hatte einen Film drin und wir hatten nur 15 Bilder. Und wir wussten erst nach 4 Wochen, ob das überhaupt was geworden ist oder nicht. Richtig. Aber man hat überlegt, was man fotografiert, weil nicht jedes Teil muss fotografiert werden, nicht jeder Augenblick. Es waren die schönen Augenblicke. War ausgesuchter, ne? Es war ausgesucht und man hatte viele Sachen, die bleiben im Kopf, weil man sie erlebt hat. Ja. Und heutzutage habe ich das Gefühl, die Leute erleben es nicht mehr, weil die gucken die Sachen durch ihren Bildschirm. Sie schauen immer durch einen Filter und durch ein Instrument, was den reinen Blick, den man eigentlich auf die Welt haben sollte, ja, einfach nimmt. Dieses Puristische, dieses einfach nur Wahrnehmen, dieses im Hier und Jetzt sein und auch die Möglichkeiten, die genau das eigentlich mit sich bringt, weil ich kann ja diese Momente definieren. Wenn ich dann mit irgendwas rumhandle, kann ich nichts mehr mitgestalten, sondern ich bin passiv in dem Moment eigentlich. Ich bin ja nicht aktiv, sondern ich dokumentiere nur noch mein Leben. Deswegen ein ganz großes Sorry bei meinem Social-Media-Bereich, weil viele Leute mich mal fragen so, wenn du da bist, dann film das doch. Und nee. Das möchtest du gar nicht. Nee, ich bin halt der Mensch, ich mache ein Foto, wenn es okay ist oder wenn es passt, wenn alle damit zurecht und zufrieden sind. Aber ansonsten bin ich auch der Typ Mensch, der sagt, ich erlebe das gerade und will das erleben. Ja, super, cool. Ne? Genau. Also da muss man auch eine Grenze ziehen. Ja. Und das finde ich, das ist auch in diesem Kontext einfach ein reiner Selbstschutz und eine gute Sache, das zu betreiben, zu sagen, nö, ich habe jetzt heute mal nicht mein Handy an, weil ich bin mit Leuten unterwegs, ich möchte das genießen oder ich möchte jetzt hier nicht das Konzert mitfilmen, weil ich möchte es einfach erleben. Ja, einfach mal da sein. Ich gehe mittlerweile wirklich aus dem Haus und denke, sorry, es sind einfach alle bekloppt. Also das soll jetzt wirklich nicht irgendwie provokant oder so klingen, aber Menschen, die einfach natürlich belastet sind und so, das meine ich überhaupt gar nicht damit, sondern einfach die Strukturen unserer Gesellschaft sind so bekloppt, dass es einfach keine Gradmesser mehr zu geben scheint für ein verlässliches Miteinander. Und das ist das, was ich auf jeden Fall anprangern möchte und es macht einfach keinen Spaß mehr darin zu existieren, muss ich ganz klar sagen. Es gibt viele englische Begriffe, die ich mag. Wenn Shit hits a fan, hat Zweideutigkeit. Also entweder schmeißt du es von der Bühne oder du kackst einfach in den Ventilator. Also das kannst du auch so. Ist beides scheiße. Aber du kannst ja auch fließend Englisch sprechen. Da, wo du jetzt gerade die Anglizismen hier benutzt. In der Schule war ich super schlecht in Englisch und mittlerweile spreche ich es mehr als Deutsch, tatsächlich auch vom Beruf her. Aber es zeigt einfach, und das wird von vielen Lehrern missverstanden, die Praxis macht die Übung. Absolut. Das ist das Ding und das ist etwas, was damals vielleicht gerade in meiner Generation nicht gut vermittelt wurde. Nämlich dieses, ihr müsst Theorie, ihr müsst auswendig. Ne? Nee, besser wäre es eigentlich, wenn Schulen, gerade im Englischprogramm, ein Austauschprogramm machen würden mit anderen Schulen, wo die einfach Freunde haben, mit denen sie, keine Ahnung, heute gerade im digitalen Zeitalter gar kein Problem, aber einfach mal vielleicht eine Stunde telefonieren in anderen Sprachen. Genau, sehr cool. Ne? Dann würden sie halt dieses Verständnis aufbauen. Genau. Der eine lernt Deutsch, der spricht mit dir eine halbe Stunde Deutsch und du sprichst eine halbe Stunde Englisch. Und dadurch würde eine Sprache besser werden. Auf jeden Fall. Genau, Sprache muss man irgendwie leben und sprechen. Fühlen. Erfahrbar machen. Genau, erfahrbar machen, eine Erfahrung machen. Ich kann das auch nur jedem empfehlen, weil ich viele Leute kenne, die sagen, ich fahre aber nicht in Urlaub dahin, weil ich spreche kein Englisch. Okay. Wo ich mir denke, mach's mal. Also du wirst sehr viele Leute haben, die dir sogar helfen. Und du wirst irgendwann das verstehen. Schön, das ist eine coole Erfahrung und auch eine coole Sache, die du gerade vermittelst. Ja, kann man gar keine Hemmung haben, sondern irgendwie kommt man da schon durch, ne? Mit Händen und Füßen wirst du immer vorankommen. Und wichtig ist auch immer, dass man den Leuten vermittelt, man versucht's. Ja. Und in verrücktesten Situationen steht da auf einmal irgend so ein Allmann und sagt so, ja, guten Tag. Ich bin auch hier. Glaubst gar nicht, wie oft ich das hatte. Ich kann auch ein lustiges Beispiel nennen. Als ich in den Staaten war, habe ich mir ein Uber gerufen und dann kam ein jüngerer Mann, völliger Brille, sehr nett, sprach erst fließend Englisch und auf einmal sagte er zu mir so, wo kommt ihr her? Ich so, aus Deutschland. Dann sprach er fließend Deutsch und dann habe ich gesagt, wo kannst du so gut Deutsch? Und dann meinte er so, ja, Südamerika, weißt ja, da sind ja die Leute damals aus dem Zweiten Weltkrieg rübergegangen. Wir haben dann auch noch diese ganz dummen Flaggen da rumhängen und so. Die sind zwar cool, aber deswegen spreche ich Deutsch. Und du denkst ja nur, cool. Na dann. Schön.
Ja, die Welt ist da wirklich verblüffend klein. Das stimmt. Total, aber was ich halt schön fand, war einfach diesen Austausch zu haben und auch mal, was du eben schon mal sagtest, auch Geschichten von anderen Menschen mal zu hören. Ja, total. Und ich finde auch, gerade wenn wir reisen, erleben wir auf unseren Reisen Lebenswelten anderer Menschen, wo wir einfach auch ganz viel selber mit rausnehmen können und sagen können, hey, die leben so in Teilaspekten, wieso erlaube ich mir das nicht einfach mal, auch mal so ein bisschen andere Impulse auch mal bei mir wirken zu lassen oder einfach mal bestimmte Dinge anders zu strukturieren. Weil du damit auf Gegenwert kommst, kann ich dir jetzt schon sagen, in den USA ist es so, dass du Leuten ein Kompliment gibst, wenn die halt wie du jetzt einen wunderschönen Pullover tragen, wo man einfach sagt, hey, geiler Pulli, gefällt mir total. Ne? I'm dreaming of Black Metal oder Black Christmas. Ist halt geil. Oder wenn ich jemanden sehe, der ein Shirt trägt. Angenommen, stell dir vor, du gehst durch die Innenstadt und siehst jemanden, der hat ein PlayStation 1 T-Shirt und hat auch vielleicht das Originalcover von Resident Evil 1. Ah, cool, geil. Dann würdest du ja sofort sagen, Retro-Gefühl kickt in. Ja. Den sage ich, das ist ein geiles Shirt. Genau, I like. I like. Ja, ne? Oder machst einen Daumen hoch. Ja. So diese Nettigkeit. Und das war in den USA bei mir andauernd, weil ich immer solche Shirts mit Motiven trage. Ja. Sehr viele Gespräche sind dadurch entstanden. Das war super toll. Das ist wirklich gut, ja. Und dann kommst du nach Deutschland und du weißt sofort, dass du in Deutschland bist. Weil du bist da gerade am Flughafen, kommst raus, wartest auf dein Gepäck. Neben dir steht jemand mit so einem Super Nintendo T-Shirt und du sagst zu ihm, cooles Shirt. Und er sagt nur, fick dich. So, und dann musstest du auf einmal so, welcome to Germany. Ich bin wieder zurück. Ja, danke fürs Gespräch. Natürlich ist das jetzt nicht verallgemeinernd, aber du hast hier sehr oft das Problem, dass du gar nicht weißt, kann ich die Leute überhaupt ansprechen? Ein Freund von mir sagte auch, er findet es komisch, dass ich habe einem anderen Mann ein Kompliment gemacht, dass er sehr gut aussah, also auch schöne Haare hatte und alles. Und dann meinte er zu mir, ja, finde ich ein bisschen komisch, dass du ein Kompliment gemacht hast. Da habe ich gesagt, warum? Warum soll ich als Mann nur dem weiblichen Geschlecht ein Kompliment machen, wenn die gut aussehen? Es gibt ja auch Männer, die gut aussehen. Na klar, auf jeden Fall. So, und das kann man denen auch sagen. Ich meine, der hat sich ja wirklich fertig gemacht, der hat sich Mühe gegeben. Das soll jetzt nicht für die Katz sein, nur weil er jetzt allein nach Hause geht. Dann kannst du ihm auch sagen, hey, sah gut aus. Genau, vielleicht freut er sich ja. Einmal nett sein. Ja, es gestaltet sich schwierig. Ja, das ist hier fast ein Ding der Unmöglichkeit. Ja, und das ist so schade, dass halt diese Offenheit gegenüber den anderen Menschen einfach fehlt und dass man da eben nicht so leicht in Kontakt kommt und ins Gespräch über ein T-Shirt oder andere Geschichten, die einfach verbindend sein können. Manu, du bist einer der wenigen, die wirklich jede Folge von The Vegan Satanist durchgehört haben. Korrekt. Du bist auch einer der wenigen, die mich wirklich kennen, im Gegensatz zu anderen Leuten. Und wenn ich die Frage stelle, wer bin ich, was bin ich und was ist meine Katharsis, was wäre von deiner Seite aus die Zusammenfassung, was der Vegan Satanist eigentlich ist? Ist das ein Monstrum? Ist das eine nette Persönlichkeit? Das sind Sachen, die kann ich ja selbst nicht so reflektieren. Die Kritik muss ich von außen bekommen. Und ich habe ja versucht, wirklich blank zu ziehen. Ja. In diesen Folgen. Ich habe ja wirklich alles von mir preisgegeben, sogar meine sexuelle Orientierung, alles. Das sind ja Sachen, die keiner machen würde eigentlich. Die mache ich ja hier mehr oder weniger für mich als einen therapeutischen Hintergrund. Von daher wäre ich sehr interessant, deine ehrliche Einschätzung und Meinung zu hören. Ich versuche mich mal daran. Also, du hast es gerade eben als Persönlichkeit beschrieben. Also Vegan Satanist, dass eine Persönlichkeit für dich ist. Vielleicht ist es auch ein Kommunikationsweg für dich, mit bestimmten Themen umzugehen und sie auch zu vertreten oder sie zu hinterfragen. Was ich rausnehme aus den Folgen, ist, dass der Vegan Satanist eine Figur ist, die sowohl sehr analytisch ist, aber auch sehr mitfühlend und auch sehr emotional verbindend agiert. Also du machst in deinen Folgen durchaus deutlich, dass du Menschen, die du einlädst, verstehen möchtest, dass du auch die Verbindung zu ihnen herausstellst. Du sagst, diese Dinge erfahren wir gleich, auf diesen Ebenen denken wir gleich. Du machst nichts zum konfrontativen Diskurs. Du stellst zwar deine eigene Meinung heraus, aber du verurteilst. Also verurteilen tut der Vegan Satanist in dem Sinne nicht, weil er verurteilt die Verurteilung sozusagen und versucht eher ein reineres Bild und ein klares Bild des menschlichen Miteinanders zu kreieren. Das ist das, wie ich diese Figur identifiziere. Und für mich ist es natürlich auch ein Teilaspekt einer Figur.
und dich als Mensch nach so vielen Jahren nochmal neu kennenzulernen und auch die Entwicklung, die du gemacht hast, bewusst zu erfahren. Das werden wir ja auch in den nächsten Jahren auch tun. Und da bin ich sehr glücklich, dass du wieder zurück bist. Und auch zurück wieder in meinem Leben. Und das macht mich einfach froh. Und dafür bin ich sehr dankbar, weil du ein tiefgründiger Mensch bist. Und so habe ich dich kennengelernt. Und auch ein sehr emotionaler Mensch. Das möchte ich auf jeden Fall zurückgeben. Und ein Mensch, bei dem es leicht fällt, sich geborgen zu fühlen. Du hast von Anfang an, als wir uns kennengelernt haben, als wir uns getroffen haben, hast du immer es sehr, sehr leicht gemacht, sich bei dir wohlzufühlen. Ich glaube, das wird fast jeder Mensch, der dich kennt, der dich persönlich kennt, so wissen und so auffassen, weil ich glaube, das ist etwas, was dir wichtig ist. Das möchtest du anderen Menschen geben. Dieses Angenommensein, dieses nicht verurteilt zu werden und dieses, hey, hier habe ich für dich einen Schutzraum, wenn du möchtest. Und das finde ich unglaublich stark, weil das ist nicht der Vegan Satanist, das bist du. Und darin zeigst du auch auf der anderen Ebene deine Verletzlichkeit. Und das ist etwas, was ich auch in dir sehe. Du bist nicht nur irgendwie ein fiktives Konstrukt, was sich mit bestimmten Themen dezidiert auseinandersetzt und ganz bewusst und auch kraftvoll Themen angreifst, anpackst, hinterfragst, sondern man spürt dich als Mensch raus. Als Mensch in deinem Sein, in deiner Zerbrechlichkeit. Und du versuchst vielleicht, wie jeder Mensch, dem bestimmte Dinge auch widerfahren sind, genauso wie mir, etwas für jemand anderen, für andere Menschen zu sein, was du selber nicht hattest. Und das, finde ich, ist auf einer Ebene der Herzlichkeit zu spüren, die ich sehr, sehr, sehr bewundernswert finde, weil ich es toll finde, dass du das rüberbringen kannst. Dass du die Kraft hast, das rüberzubringen, obwohl uns das Leben alle mehrfach gefickt hat. Und das bewundere ich wirklich an dir, dass du das mir, anderen Menschen, die dir lieb sind, dass du das zeigen kannst. Und dafür danke ich dir. Weil man fühlt sich bei dir aufgehoben und ich bin wirklich stolz darauf, dich meinen Freund nennen zu dürfen. Und ich danke dir, mein Lieber. Gerne. Wirklich. Gerne. Alles gut. Und ich möchte dich als Mensch sehen. Als Mensch, der du bist. Und ich möchte auch, dass du mich als Mensch, der ich bin, siehst. Hinter diese Fassaden, die wir alle haben, die auch unsere Zuhörer und ZuhörerInnen haben. Dahinter blicken, lasst uns gegenseitig uns die Chance geben, uns zu erkennen. Denn nur so können wir wirklich zueinander kommen und so können wir ein Miteinander schaffen und eine Welt, in der es sich lohnt, zu leben. Ich finde es wichtig, dir das zu sagen. Danke. Ich kann gerade das ganz schwer in Worte fassen, was gerade durch mir durchgeht, aber das ist so. Sowas hat mir noch nie einer gesagt, so. Schön. Weißt du, ich werde heute Abend ins Bett gehen mit einem guten Gefühl. Laurent, deswegen frage ich dich mal als Vegan Satanist. Ja. Was konnte ich dir heute geben? Irgendwas habe ich dir gegeben. Sonst hättest du diese Reaktion jetzt gerade nicht gezeigt. Und ich habe auch gesehen, du bist bewegt, auch schon etwas länger als unsere ZuhörerInnen das jetzt hier hören. Ja, du hast mir, nicht nur mir, ich glaube auch vielen Leuten da draußen, die das ja auch gehört haben, gezeigt oder bewiesen, wie wichtig das ist, wenn man einen Weg einschlägt in seinem Leben, wo man denkt, das bin ich und das akzeptiere ich. Und dass genau dieser Augenblick, wo jemand anderes kommt und sagt, ey, das bist du und ich bin so stolz, dass ich dich kenne. Ja. Das ist der Augenblick, wo du sagst, ich hab's geschafft. Ich habe diesen U-Turn gemacht und bin jetzt da, wo ich sein wollte. Und das auch nur durch die Hilfe, durch dich und durch die anderen Gäste, die ich vorgeschlagen habe, weil das wirklich die Leute sind, die mir in der dreckigsten Phase meines Lebens geholfen haben. Und das ist wichtig. Die haben nicht weggeguckt. Wow.
Also ganz, ganz herzlichen Dank auch nochmal natürlich auch an diese Menschen. Ihr habt nicht weggeschaut, ihr habt The Vegan Satanist, ihr habt Laurent auf seinem Weg begleitet. Und dafür danke ich euch auch, weil sonst würde vielleicht Laurent hier gar nicht sitzen. Das ist der Punkt, ich würde hier wirklich nicht sitzen. Und ich weiß, was du fühlst, Laurent. Es hört sich jetzt anmaßend an, aber ich weiß, was du meinst. Es gibt wirklich manchmal Menschen, wo du weißt, ohne bestimmte Situationen in diesem Leben würde man hier nicht mehr sitzen. Ja. Und das ist gut und das zeigt uns, wie viel Potenzial im Miteinander liegt und im gegenseitigen Verständnis liegt. Und wir können einfach nur Danke sagen für diese Menschen. Und wir sind es wert, uns einander zu kennen, zu erkennen und zu stützen. Es gibt genug Suizide, es gibt genug Scheiße, die Kacke läuft. Lasst uns füreinander einfach versuchen, da zu sein. Danke, Manuel. Danke, dass es dich gibt und dass ich dich in meinem Leben habe. Bedeutet mir super viel. Ich danke. Ich möchte mich von ganzem Herzen bei euch Zuhörern bedanken, die zusammen mit den Gästen mich bei dieser Reise meiner Katharsis begleitet haben. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt und auch dafür, dass ihr mit großem Interesse dabei geblieben seid. Das ist nicht selbstverständlich. Und auch nochmal an meine Gäste, Dr. Kai Naumann, Faye Hell, Mary Ellen, Bibi Blackcraft, Alex Prison und Manu X Breakdown. Es war mir wichtig, die Menschen zu Wort kommen zu lassen, die mir persönlich am meisten bedeuten, da ich ohne sie, wie ihr es vielleicht auch schon herausgehört habt, nicht mehr hier wäre. Danke. Und der Vegan Satanist, der wird für immer bleiben, denn die Stimmlosen brauchen eine Stimme und die Wahrheit braucht ein Gesicht. In diesem Sinne, macht es wie Eva, esst einen Apfel und bleibt böse.